Diesen Klang-Scheiß da? Ich fühle mich da voll fancy gerade, Alter. What the fuck? Was geht ab, meine Damen und Herren? Heute mal der nicht schreiende Nairo. Wie geht's euch? Wie steht's euch? Heute machen wir eine 15-20-minütige Meditation zusammen. Motherfuckers. Egal, das ist ja voll die entspannte Musik. What the fuck? Ich gehe ein bisschen Lo-Fi, Digga, und auf einmal kommt hier halbe Schlafmeditation. Also ich habe nichts dagegen, du. Also ich bin, Digga, ich bin müde, du, Alter. Nein, Spaß. Aber geil, Digga. Gott sei Dank. Ist der schreiende Nairo dir etwa nicht lieb? Sag mal, Max, etwa, also ist es etwa eine Verfeindung oder Digga? Willst du mir etwas hier persönlich was sagen, oder was? Willst du sagen, dass du etwa das schreiende Ich nicht magst? Soll das hier ein Angriff auf mich sein? Eine gute Frage. Aber irgendwie ist die Musik echt scheiße. Also ich habe jetzt die ganze Zeit bei mir gelaufen ist, ich hatte die Musik rausgesucht, war voll cool. Und jetzt schaue ich da rein, Digga, absolute Dogshit, Alter. What the fuck? Lo-Fi, seit wann tust du mich hier so extrem, aua. Aber nur aua. Oh, die Musik ist geil. Oh, ich liebe die Musik von dem. Das ist weird, Digga. Ich weiß nicht, normalerweise hört man mich ja nur so Schreimusik oder Dinge anhören. Aber wenn ich gerne arbeite, höre ich gerne Lo-Fi. Und das ist mein absoluter Lieblingstrack. Oh, so geil ist die, Alter. Ganz ehrlich. Im Gegenteil, ich hasse den. Wenigstens verstehst du, was ich sage. Nein, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht! Okay, Spaß. Nein, Spaß. Meine Damen und Herren, an einem Montagabend ist ein Stream fällig. Und heute machen wir etwas ganz Neues. Nicht nur ein neuer Tag, eine neue Uhrzeit. Okay, 19 Uhr ist eigentlich relativ normal. Aber wir lernen heute etwas, was auf Nairo noch nie passiert ist. Okay, wir haben einmal Japanisch gelernt, aber es war ja so als Joke, bin ich ehrlich. Aber wir machen einen ganzen Stream, wo wir uns nur dem Lernen widmen. Was lernen wir heute? Wir lernen ein Programm, das Leben erschafft. Ein Programm, was Freude erschafft. Ein Programm, das Leute zum Millionär gemacht haben. NFT. Wir lernen das gute alte Programm Blender. Blender ist eine 3D-Software, mit der man alles generieren kann. Und deshalb will ich es auch gerne lernen. Und ich dachte, wieso kann man sich mal ausprobieren, ob ihr auch Bock habt, mit mir zu lernen. Wir machen vielleicht so ein Learn with me together mäßig. Ich dachte, wäre vielleicht ein bisschen lustig, vielleicht aber auch nicht lustig. Wir werden es sehen. Jedenfalls ist unser heutiges Projekt, wir bauen den Jupiter nach in Blender. Ich bin ein großer Fan von so Galaxy Theme und es ist ein relativ einfaches Tutorial. Denke ich mal zumindest, hoffe ich zumindest. Zumindest nichts Schwieriges zu modeln, wenn ich es... Hoffe ich zumindest. Vielleicht auch doch, ich weiß es noch nicht. Aber ich bin gespannt auf jeden Fall. Boah, nee, ich bin gerade am Ende von meinem Leben. Ach du Scheiße. Ich bin krank, gestern waren wir noch Kinder was? Gestern waren wir noch Kinder anfangs und die Serie hat mich auf allen Ebenen zerstört. Ach, die Serie meinst du? Ach, die Serie hast du gemeint. Ja, sag es doch gleich. Wieso leckt es? Ah, mein Internet. Es stirbt. Oh no. Oh no, mein Internet stirbt. Das finde ich nicht gut. So. Muss ich jetzt ein bisschen laut... So, jetzt habe ich es alles eingestellt. Ich habe vergessen, dass ich die Sachen falsch eingestellt habe. Deswegen, ja. Ja, die Serie, gestern waren wir noch Kinder. Ach so, Digga. Die hat dich absolut fertig gemacht. Ach du, ja, du Armer. Aber, wie schon gesagt, jetzt kannst du die in die Runde ausheulen. Oder du kannst mich leiden sehen, wie ich ein Softwareprogramm lerne. Das sind beides gute Sachen, die wir uns überlegen können. Aber, ich zeige euch mal unsere jetzige Szene fürs erste Mal. Das, was ihr da oben seht, ich schaue falsch, Digga. Das, was ihr da oben seht, genau, den Scheiß bauen wir heute nach, Digga. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie der Scheiß heute am Ende des Tages aussehen wird. Und ob ich es hinbekomme. Oder ob wir auf ganz entspannt erstmal fett reinkacken werden.
Ich habe mir mal fürs erste eigentlich kein so schwieriges Video rausgesucht, Tutorial rausgesucht. Wir probieren es trotzdem mal. Ich würde sagen, dann beginnen wir einfach mal mit dem Tutorial. Hi, in this video we will start shading our planet by creating the basic geometry of the planet, building our lighting setup, setting up the camera, tweaking some render settings, and lastly activating some add-ons we will need during the course. So yeah, let's jump right into it. Let's fucking go. Inside of Blender, we are Ja. going to prepare the Blender scene for all the work that we will be doing. Ich bin voll gespannt, Digga. Das ist voll weird an, aber ich bin voll gespannt. Ich habe richtig Bock, Alter. Der ist voll leise, der Bre. And surprisingly, I'm not going to delete any of these elements. I'm going first of all to transform this cube into a sphere. Now, In eine you might Sphäre. wonder, hey, why don't you just go Shift A and add a sphere? The thing is, Gute about Frage. spheres in Blender is that they do have a really bad topology. If you focus right here, you will notice the existence of a lot of triangles. Generally, triangles are bad. That's why I would highly recommend that you somehow figure out a way to use instead this cube and transform it into a circle. Because cubes tend to have all quads. First of all, I'm going to jump into the edit mode by hitting tab, right mouse button, and easy. you'll have an option for subdivide because we need to add more geometry to be able to transform this cube. Denke ich einfach schon drauf gedrückt. Ich weiß zwar nicht, wieso ich einfach. Okay, gut. Subdivide again, and subdivide again. And you will get this cube with a dense geometry. Ups. Now, to transform this Etwas zu cube viel. into a sphere, all you have to do is to hit Shift, Alt, S, and Shift. basically when you drag, you will be able to transform Alt, this cube into a S. sphere. Notice, the more I grab, the more I will be able to transform the cube into a sphere. Make sure you set it completely to a sphere, and then hit Enter. And then once you hit tab again to exit the edit mode, notice that we turn this cube into a sphere. And the really nice thing is that it is all based on a quad. Was hat er gesagt? Halt, ich hab nicht aufgepasst. Transform the cube into a sphere. Ja, habe ich gerade gemacht, genau. Completely to a sphere, and then hit Enter. And then once you hit tab Sieht echt again weird to aus. exit the edit mode, notice that we turn this cube into a sphere. And the really nice Meins sieht irgendwie ein bisschen scheiße aus. Ich glaube, wir machen nochmal einmal kurz so Hallo. Hallo. Einmal den Cube, Subdivision. Und dann, was hat er gesagt? Shift, Alt, S. Genau, und jetzt Tab raus. Das könnte was werden, glaube ich. Das könnte was werden. Das sieht irgendwie aus wie ein Ball. Sieht aus wie ein beschissener Ball. Aber es ist ein Ball. Das ist ja schon mal gut, Digi. So, ich bin zu spät. Alles kein Ding, Bro. Alles super. Alles pünktlich. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe gerade einen Cube ich habe gerade einen Würfel in einen Kreis gebracht. Ich weiß auch noch nicht wie, aber ich habe es gemacht. Gut, dass ich das weiß. Wie war mein Tag? Mein Tag war interessant, aber ich habe mich jetzt vor allem auf diesen Abend gefreut. Bin ich ehrlich. Let's hit tab again to exit, and just to make everything easier and the math matches, I'm going to hit N to open the sidebar, and as you can see right here, the dimensions are... Wenn ich hier hingehe und dann... Ja, bei dem Bräse ist es ein bisschen anders. Genau, wieso ist mein X-Achse so scheiße? Oh, fuck, Alter. Now more than 2 meters. That's why I would highly recommend that I'm going to pick these to 2 meters, so I will have a... Okay, ich muss die jetzt einfach auf 2 Meter Dimension, okay. Perfekt, ich glaube, so funktioniert es, glaube ich, an der Stelle. Radius, and I'm going to go Control A and apply this Kontrolle A. Und was? scale. So Ah, da, ich habe nicht aufgepasst. Fuck. radius, and I'm going, and as you can see right here, the Genau, was hast du gemacht, Bro? now more than 2 meters. That's why Ich muss doch ein bisschen Sach lauter machen. Ich muss ganz kurz, Gib mir kurz eine Sekunde, Jungs. Ich muss kurz Musik etwas leiser I machen. would highly recommend that I'm going to Ja, jetzt versteht man was, glaube ich. Jetzt versteht. Hört ihr, versteht, was der sagt, Digga? pick these to Ja, jetzt, Digga. Jetzt, es hört sich jetzt für mich an, als würde er was verstehen. Ich muss mal ganz kurz den Typ hier in die Ecke schieben. Dann weiß man ein bisschen wenigstens, wer was hier zu sagen hat, Alter. Dann wissen wir endlich mal, dass der Warte mal ganz kurz, ich mache hier noch so fancy, ich mache jetzt noch so einen Rahmen um dem Ding rum, Alter. Dann wisst ihr wenigstens, was hier los ist. Ihr Medienquelle, genau. Digga, jetzt bauen wir hier zusammen eine Runde was zusammen. Ja, ein Streifen, so. So, machen wir jetzt hier so, machen wir ganz kurz so. So, machen wir hier so.
Sag mal. So, machen wir hier diesen Neonstreifen noch schön hier darum. Dann wisst ihr wenigstens, dass das Tutorial ist. Perfekt. So, jetzt wisst ihr, das ist da oben das Tutorial, Digga. Das wisst ihr wenigstens, was ist hier, Digga. Ah. Roblox, Digga. Mann, wie geht's, Digga? Alias, was geht ab bei euch? Schön, dass du da bist, Diggi. Sieht das sehr interessant aus, wie du diese Kugel erstellst, Digga. Ja, ich weiß, es ist höchst interessant, wie man eine Kugel erstellt im Blender. Das ist das Schwerste, was man je gesehen habe. Man nennt mich auch der Blenderkönig, da ich so gut im Blender bin und ohne Probleme. Das ist keine Kugel, Digga. Die sieht irgendwie scheiße aus. Wieso kommt es mir so schlecht vor? Vielleicht hat es mir Mesh verkackt. Da war alles noch gleich. Genau, dann sagt Kontrolle A. Ne, halt, da muss ich erst noch das alles auf 2 machen. Genau. Kontrolle A. Genau, da waren wir gerade stehen geblieben. 2 meters, so I will have a sphere with 2 meter of radius. And I'm going to go Control A and apply the scale. Ah. Control A. Ah, damit kann die Sachen wieder... Scale, genau, jetzt geht alles wieder zurück an der Stelle. Ihr läuft mit Apex, Digga! Ey, Apex läuft funktioniert fantastisch, Digga. Danke Nachfrage, ist doch schön. Ist aber schon gut, Digga. Danke, die Kugel, ich merke schon, Digga. Ich habe einfach Alias, ist jetzt halt hier, ist hier einer der führenden Blender-Profis und versteht, wie elegant und kompliziert diese Kugel dargestellt ist. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür, Alice, dass du jetzt auch mal dich ausgibst dafür und dieses Feedback, dieses gute und mir persönlich sehr wichtige Feedback gibst. Vielen Dank, Digga, an der Stelle. Finde ich sehr toll an der Stelle. Hast du mich gerade eiskalt überlesen oder habe ich dich nicht zugehört? Du hörst mir allgemein nie zu, Digga. Ich muss gar nicht mal sagen, dass ich nichts gesagt hätte. Du hörst sowieso nicht. So right now my scale is 1, and to finish genau, jetzt haben wir das alles wieder geklärt. Go here and shade smooth. Right now we do have a perfect sphere with a perfect topology. Oh shit, Digga, jetzt. Shit, Jungs! Ich hab ne fucking Kugel. Ich höre mich so dumm an, Alter, aber ich hab ne fucking Kugel. Das sieht geil aus. Die Kugel sieht zwar nicht smooth aus. Mal ganz kurz, kann man das ein bisschen smoother machen? So 180, Digga, okay, bringt gar nichts. Autosmooth. Nein. Das passt schon so. Passt an der Stelle. Okay. Ja, okay, ja, ist okay. Ja, kann mit was anfangen. Ist nicht das Beste, was ich... Funktioniert an der Stelle. Okay. Habt ihr schon lange gehört. Ey, wie schon gesagt, Digga. Vielen Dank erstens, dass du da bist. Und danke nochmal für dieses gute Feedback, weil ich weiß einfach, du bist einfach ein... Du bist jemand, der versteht die Kunst, die ich hier gerade erschaffe. Du verstehst diese Kunst. Ich rede jetzt gefühlt seit 15 Minuten über Tutorial und habe das Tutorial 2 Minuten lang bisher nur gemacht. Aber ich finde es toll, wie sehr schon diese Kunst schon schätzt. Das bedeutet mir viel, Alias. Vielen Dank, Digga. Into Planet Surface. Wir müssen den Scheiß jetzt umnennen in Planet. Oh nein, jetzt kommt Rechtschreibung. Planet Surface. Let's go. This is how you create the surface of the planet. Next thing, I'm going to adjust some of these different elements. Mostly, let's say, the light for now. I'm going to select the light, and as you can see, it's not perfectly in the center. There is a really nice shortcut in Blender to move the object to its original position, which is Alt-J, which... Alt-G. Wenn ich das jetzt markiere und Alt und G, dann ist es weg. Scheiße. Das ist... Ah! Das war da drin! Der kleine Bastard hat sich da drin versteckt! Right now my light is in the center. I'm going to hit JZ to move it on the Z-axis and I'm going to bring it way Dieser kleine Bastard hat sich da drin versteckt. On top of the sphere. This light will emulate the sun. So if I just jump into the rendered view for a second, as you can see this light is casting light on the top of the sphere. There are a couple of... Ich fühle mich fancy, Alter. Ich mach was mit Licht, ich fühle mich fancy. Instant aber. Instant. Wieso steht kein... Was? Du bist nicht das Problem, Digga. Da steht keiner in Frage. Na, Ruhe, das ist immer das Problem.
Ich bin immer das Problem. Nein, sorry, ich bin nicht immer das Problem. Ich bin dein aktivster Zuschauer. Ja, Digga, du bist auch vor allem der, wo halt am meisten von Kunst versteht auch. Deswegen ist es immer toll, wenn du sagst, aber jetzt immer dabei wärst, wenn ich Blender-Tutorials mache, damit du meine Schönheit von Blender bewerten kannst, weil ich wollte schon immer eigentlich von so einem hohen Künstler wie dir bewertet werden. Das wäre mir sehr wichtig. Things that I need to change. First of all, I'm going to jump to the light settings and I'm going to change the type. Ich habe kein Licht. Also ich will vielleicht auch mal Licht ausfallen, ich Idiot. Oh wow, ich habe auf einmal Licht. Wow! Of light, not from a point light, but to a sunlight. The sunlight is a type of light that doesn't care about its position. No matter what I move, this light will always be the same. What really controls this light is the direction, just like the sun. So by controlling. Jungs, so schnell geht die Nacht vorbei. Ding-dum, ding-dum, ding-dum. Ich habe zu viel Spaß Digga, mit der scheiß Kugel, Alter. Die Kugel ist nicht 100% rund, Digga. Die Kugel ist rund genug, Junge. Halt die Fresse. Ein Planet ist auch nicht rund. Okay, eigentlich schon, aber an der Stelle nicht. Das blendet mich ja direkt. Okay, Spaß. In the direction or rotation of this sunlight, I will be able to control where I want to point the light. Overall, I want this light to be perfectly pointing down on my planet. That's why you can hit Alt-R to reset the rotation. Alt-R. Dann ist es. Warte. Jetzt habe ich irgendwas Scheiße, jetzt habe ich irgendwas anderes angeschaltet. Nein, ich muss das ausgeben. Alt-R. Digga, geh weg. Was? Habe ich was falsch gemacht? Kontrolle? This light to be perfectly pointing down on my planet. That's why you can hit Alt-R. Alt-A, Digga. Immer wenn ich Alt-A klicke, kommt bei mir was anderes raus. Bei mir kommt irgendein G-Food-Scheiß raus, Digga. Das funktioniert bei mir nicht. So. Wir machen einfach den jetzt, Digga. Hier 0, 0, 0. So geht der Scheiß einfach auch. Jungs, so können wir es auch an der Stelle machen. Ich bin der aktivste Zuschauer. Ja, Miesel, du bist der aktivste Twitch-Zuschauer. Alias ist der aktivste YouTube-Zuschauer. Die Kugel ist besser als ich. Amila ist es eine Kugel. Ich denke schon, dass du besser bist als eine Kugel. Nee, Planeten sind nicht zu 100% rund. Ja, deswegen ist meins auch nicht zu 100% rund. Nee. And you will have the sunlight pointing perfectly down on my planet. The strength is too big, that's why I might change it just to 10. This will zu 10.000. Okay, haben eine sehr dunkle Sonne an der Stelle. Okay, schade. do the job. And for the angle, I'm going to reset it to default value, which is 0.526. The really Angle. 5. Nee, Digga. Was hat er gesagt? Ich habe nicht in den Chat geschaut. Scheiße. well, I'm going to reset it to default value. Ah. Mal ganz kurz hier. Reset to default value ist das hier. Ah. Which is 0.526. Okay. The really nice thing is that we can change all of these different values later in case we need. So this is what we need to do for the light. And something important I need to mention. Right now we're using EV. If I just jump to the render settings, you will notice that we're using EV Legacy. Ja, das ist mir klar. The main reason for that is that they're planning to introduce a new EV engine in the next Blender release. But either way, we're not going to use EV. In this case, we're going to use cycles. So make sure to use cycles. And if you have a GPU card, then you can... Ja, okay, Digga. Ich glaube, das fetzt mein Sach jetzt weg, oder? Noch nicht? Okay. Also mein PC stürzt noch nicht wegen dem Shit ab an der Stelle. Let's fucking go. Computer, make sure to change it to GPU compute. I'm going to disable the denoise. Denoise. From here, because I'm going to do all of my denoising later using the Blender compositor. And also in the light paths, make sure to... Digga. Jetzt müssen wir hier schon Renderzahlen einstellen, oder was? Ich bin schon fertig, Digga. Jungs, wir sind schon fertig! The total to 0, diffuse and transmission down to 0. Okay, also bisher einfach alles Zero. Nice. Leave transparent as 8. You might wonder, hey, why am I basically zeroing
all of these different Das ist eine gute Frage properties. eigentlich. The main reason for this is that in space you don't have a lot of bounces. This will make it easier for Blender to Okay, do das stimmt auch different wiederum. computational Muss ich stuff. zugeben. So we will save a little bit of memory, and also it is more physically accurate, let's say. So this is for the render settings. We're still gonna stimmt auch get wieder. back to these by the end of this course, but for now, this is more than enough to start working. Number 2, I'm going to jump to the world properties, and as you can see right here, Blender already uses some sort of a global lighting to basically lighten the scene. This will be visible if I just Auf Twitch ist besser als YouTube, Digga. Weil Twitch kann ich dir Geld geben. Ja, ist auch wieder recht an der Stelle. Dann nenne ich es nicht cool oder bist du zurückgeblieben, Digga? Ah, nee, Solo, Digga. Das wird ein Planet! Das wird ein fucking Jupiter! Chillax! Wie viele Twitch-Abonnenten hast du? Ich habe derzeit hier 5 aktive. 5 durchschnittlich aktiv immer. turn this to 0, you will notice Oh, mal ganz kurz. So kann ich einfach hier ausmachen. So, zack. Jungs, Licht aus! Feierabend! Fertig für heute. how everything turned into black. And this is what you should actually see. Everything Yeah. black beside the areas that are lit by the sun. But when this is set to 1, Blender does have a uniform lighting that is basically using to Okay, light das sieht irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber das sieht irgendwie sehr traurig irgendwie aus. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie schon. scene. In space, there's no such thing. That's Yeah. why you should pick this and bring it down to 0. This is Right now, space, what we need to Jungs. do is to set up the camera position, set up the Blender UI, and also activate some really handy add-ons. To set up the position of the camera, I'm going to hit basically 1 from the number pad to jump to the front view, Ich habe keine Ahnung, ich mache einfach das hier. and I'm going to hit Control-Alt-0 to move the camera to my viewing angle. Was hat der gedrückt? Camera, I'm going to hit basically 1 from the number pad Ja. to jump to the front view, and I'm going to hit Control-Alt-0. Kontrolle Alt 0. Kontrolle Alt 0. Das funktioniert bei mir nicht. Fuck. To move the camera to Give me a second. Ich muss kurz mein fucking Keyboard wechseln. Ich habe noch gerade mein fucking Gaming Keyboard an. Jetzt muss ich kurz wechseln auf mein anderes. Vielleicht funktioniert der Scheiß ja dann. Junge, bist du verstaubt. Ach du Scheiße. Das Ding ist ja... Ach du Scheiße, Digga. Das Ding sollte mal wieder gewaschen werden. Die Jungs immer nicht vergessen. Wenn man sagt, Kontrolle Alt 0. Nee, der Scheiß funktioniert immer noch nicht. Kamera muss ich vielleicht irgendwie machen. So, Kontroll Alt 0. Nee, funktioniert nicht. Scheiße. Never mind. Aber ich sollte meinen Geld geben, Digga. Du hast mich raus... Bist du... Wow. Stimmt, du bist gar nicht. Ich sag, ja, Digga, sagt ich, du wärst Abonnent, Digga. Fuck. Okay, never mind an der Stelle. Du darfst 1000 YouTube-Abonnenten noch. Ey, Bro. Das schaffe ich natürlich. Vor allem, wenn ich noch so einen Künstlerexperte habe wie dich, Digga, dann wird es auch noch ziemlich geil an der Stelle. Ey, EU, was geht ab, Boy? Wie geht's? Wie steht's? Just da bist. Wie geht's? Wie steht's, mein Freund? my viewing angle. And if I just jump to the camera and Ich weiß immer noch nicht, wie das geht, Alter. Ich weiß immer noch nicht, wie das... Ich habe doch keine normale Tastatur. Ich bin doch nicht zurückgeblieben. Kontrolle Alt 0. Der Scheiß funktioniert bei mir nicht. Kamera. Okay, wie kann ich jetzt meine Kamera bewegen? Kontrolle Alt 0? Nee. Hä? Okay, jetzt hier ist meine Kamera. Wie kann ich jetzt meine Kamera nutzen? Warte mal ganz kurz, Wenn ich die jetzt hier auf 0 mache. Genau, warte mal. Ich mache das, okay, das ist schlecht. Wir machen mal 90 Grad. Bin ich dumm? Nein, 90 Grad ist smart. Dann machen wir hier das noch auf 0. Genau. Dann haben wir das schon mal perfekt. Dann gehen wir auf 0. Genau, und dann gehen wir hier noch auf... Z muss ich auf 0 noch machen. Genau, 0. Und dann habe ich jetzt halt einen Camera Angle, der so aussieht. Fuck, ich bin noch nicht perfekt drin. 0.
gehen wir hier zurück. Und wenn ich jetzt auf Kamera gehe, ist der Scheiß immer noch schief. What? Ha? Liegt's daran? Nee. Muss schon 90 Grad sein. Hä? Ach, das Ding ist vielleicht auch, hab gehört, das sollte auch mal auf in der Mitte sein. Mal ganz kurz, ich markiere kurz einfach alles. 0. Hab gehört, wenn auch alles in der hier in der Mitte ist, dann hat man auch einen perfekten. Jawohl! Mit viel Mühe kriegt man alles hin. Jungs, ich werde doch verrückt. Spaß. Wetter mit Prime, Digga, ist ja schon klar. Habe eine kurze einzige. Das weiß ich doch. Deswegen freut es mich ja immer, wenn du meinen Sach bewertest. Deswegen. Das ist so Schnitt. Fertig. Genügend gearbeitet für heute, ich merke schon. The camera properties, you will have here the location and rotation of the camera. What I want is the camera to be perfectly zero on the z-axis, so it will be pointing perfectly straight into the planet. I also want the x to be also zero, so the planet will be perfectly in the center. And the mal ganz kurz, der macht das. Das ist Kameraeinstellung. Ja, habe ich alles schon. only value I need to control is the location. Basically, by controlling the Y location, I will be able to change how far or how close my camera is to the planet. This might be easier to see if I just jump back to the normal view, and you will see that my camera is pointing straight into the planet, and by changing the Y location, I will be able to change how much or how big the planet will be inside of my frame. And this actually brings me to one of my favorite UI organizations in Blender, which is by dragging another window from here. Was? Hä? Oh shit! Jungs! Ich hab den Shit gesplittet! Oh mein Gott! Ich will mich so professionell! Here, and in this window I'm going to hit 0 to jump to the camera view, hit D. Scheiße! Boah, Jungs, ich bin einfach Profi geworden. Oha, oha, ich bin Profi geworden. Ich will es genauso, dass es aussieht wie bei ihm, deswegen muss ich jetzt hier kurz nachschauen. Genau, machen wir mal kurz Transformation ein bisschen kleiner. Genau, wartet. Jungs, ich bin Profi! Jetzt schrei ich schon wieder. Ich wollte eigentlich ich sag die ganze Zeit, ich schreie nicht rum. Oh, warte mal ganz kurz, das müssen wir auch noch kurz auf 0 machen. Das müssen wir auch noch das müssen wir alles noch auf 0 machen. Dann halt das machen. So, perfekt. Nevermind, alles gut. Er braucht Geld. Ich brauche wirklich Geld, Digga. Bin heute aus Österreich zurückgekommen. Aus Österreich? Stefanie, was machst Stefanie, was machst denn du in Österreich? Du bist so gut im Blender, dass du das Blender neu erfindest, Digga. Die App heißt dann Sonnenbrille. Genau. Ich bin die Sonnenbrille. Was? Wieso Sonnenbrille? Muss man schon so, das ist irgendwie so Nairo, Branding. Das müssen wir uns überlegen. Nicht Nairo, nicht Blender, Nairo, Blender, Nairo, irgendein Mix, Digga. Lasst euch was einfallen. Sidebar, hit N to hide this also sidebar right here, and I'm going to jump to the rendered view, and let's hide all the overlays. And also, if I just jump to the camera, I also can change the focal length. One of my preferences that I like is actually to change the focal length to 35mm. 35? Ich kenne mich zu wenig mit Kamerasettings aus, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich hier mit fucking Blender fertig bin, werde ich hier Abschluss haben in Fotografie und werde die nächsten fucking Hollywood-Filme drehen. Ich merke schon, Jungs. I don't know. I just find it more appealing somehow. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie erinnert mich das hier an diese Sonne. Wie sagt man dazu? So dieses so Neonsonne, weil da habe ich ja noch ein anderes Projekt irgendwie. Das ist irgend so eine Neonsonne. Wie heißt das nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Bei solchen ganzen... Ihr wisst, was ich meine. Diese eine Sonne, wo es immer so cool aussieht. Ihr wisst, was ich meine, meint. Skifahren, das ist, Skifahren. Ah, dope, Digga. Und das ist der Account von meiner Mutter. Ich heiße Yannick. Servus, Yannick an der Stelle. Das werde ich absolut vergessen. Ne, Spaß, ich probiere es. Ich probiere mein Gehirn anzustrengen. Es ist schwierig, aber es ist gut.
Ach stimmt, der YouTube-Chat. Und ich denke, du hörst Stimmen. Ja, Digga, ich höre auch zum Teil Stimmen. Das stimmt auch wiederum. Aber ich höre meistens nur Stimmen, die sagen, dass ich Ozoloban soll auf Twitch. Auch auf YouTube, Digga. Mies, jumpt einfach ganz kurz auch mal auf YouTube rüber, um auf beiden einfach drin zu sein. Finde ich cool, Digga. Probably the main reason for this is that most of the movies we watch, a lot of them are shot with 35mm lenses. That's why I always find myself picking the 35mm. Jungs, wir werden hier den nächsten Filmmacher. Wir werden hier Wir werden hier der nächste Hollywood-Star. Length? Nee, ich will nicht Star werden. Director! Nee. Hollywood. Director, doch. Ach, leck mich. The camera right now is really far from the planet, so I'm just going to select it, J and Y to move it closer, something like so. And in the viewport display, I'm going to bring the passport to up to 1. So basically all of the Halt, Junge, jetzt geht mir ein bisschen zu schnell, Digga. Something like so. And in the viewport display, I'm going to bring. Okay, der Typ macht es ein bisschen näher dran. So ungefähr wahrscheinlich. Und dann macht er was für Einstellungen? Kamera. Passport. Fuck, wo ist das, Digga? Da. Und dann macht er was? The passport to up to. Das macht einfach voll auf 1. Ich erkenne zwar absolut keinen Unterschied, aber wahrscheinlich, wenn man das irgendwie später ausprobiert, sind es Welten wahrscheinlich. Und ich bin einfach jetzt noch nicht so smart dafür. Ich verstehe auch die Matrix noch nicht so gut anscheinend. Ich merke schon. Ich komme aus Deutschland. Ey! Aus welchem Bereich, wenn ich fragen darf? Aber Länder schreiben wir mit Miesel fürs nächste Mal. Du machst unseren Heimatplaneten. Nein, ich mach Jupiter. Ich mach Jupiter, Jungs. Es steht ganz fett im Tipp, ich mach Jupiter. Erde kommt noch. Der Typ hat auch noch Tutorials, wie man die Erde macht, aber das machen wir nächstes Mal, würde ich sagen. Heute ist erstmal der Jupiter dran, weil Star. Drück alle 4. Ja, wahrscheinlich drücke ich jetzt alle 4, Bro. Come on. Up to 1. So basically all of these areas that are outside the camera will be black and maybe okay, Digga, das macht ja schon ein bisschen mehr Sinn. Let's just make this smaller and bring this up. Let's hit N from here to hide the sidebar and hit. Digga, ich bin so fast verwirrt. Der drückt irgendwelche Sachen und ich weiß nicht wieso, Digga. Wieso drückst du so viele Sachen, die ich nicht verstehe, Junge? Something like so. And ja, the viewport das hat man gerade, genau. Up to 1. So basically all of these areas that are outside the camera will be black. And maybe let's just make this smaller and bring this up. Let's hit N from here to hide the side. Wenn ich hier N klicke. Okay, jetzt machen wir hier so Boom, Bam, Zack. N. Ich bin Profi, Jungs. Ich bin einfach Profi. Nennt mich der Profi-Blender. Dachte, wäre Bluetooth, Digga. Nee. Wie gesagt, das sieht wie im Thumbnail auch mal gesehen hat, deswegen. Wesselburgen. Okay, Digga, das sagt uns gar nichts. Also ja. Unser Heimplan ist Nairobi, Digga. Nee, Nairobi machen wir anders nochmal. Nairobi machen wir mal anders. Jetzt lernen wir erstmal die Basic. Und unsere eigenen Projekte werde ich ja auch mal vielleicht mal machen, wenn es euch gefällt. On this window, and I will be seeing what the camera sees and the final result in this window right here. Let me jump back to my solid view right now. And the last thing we need to do is to enable a couple of add-ons that we will need. I'm going to jump to edit. Muss ich jetzt irgendwelche Sachen runterladen? Ich habe Angst. Preferences. Add-ons, genau. And from here, let's genau, was willst du mir alles verkaufen, Junge? Was, du willst mir verkaufen? Add-on for all the shading process that we will be doing, which is called Node Wrangler. This is a life-saving Wrangler. Habe ich schon an. This is a life-saving Hatte ich schon mal irgendwas gehört? And I don't know why. Genau. Was willst du noch von mir, Junge? By default. And I also am going to enable another add-on called Import Images as Planes. That's basically it. These are the add-ons I will use during this course. Let's close this. And right now we're ready to start shading. Safe Preferences. So. An der Stelle haben wir auch wieder geschafft. Bin den B-Hoppen im Chat. Ich merk's schon, Digga. Ich merk's schon. Planet Erde, Digga. Das machen wir auch noch, aber nicht für heute. Wie schon gesagt. Ich komme aus Niedersachsen. Nicht schlecht, Digga. Drücke Windows L, Digga. Mies, ich drücke nichts, was du mir sagst an der Stelle. Was geht ab, Babo? Was geht ab? Our planet.
So I will see you everyone in the next video, where we will start doing some shading work. And also as usual, make sure to save your file. Oh no, we are shading. Ciao, das soll's werden, Digga. Das soll's am Ende werden. Das sind wir jetzt gerade. Aber das soll's werden. You know? You know? Now you know. Gut, jetzt gehen wir gleich ins nächste. Creating a Planet Shader. Jetzt darf ich einen Shader erstellen. Let's fucking go. Aber das ist das Endziel, Jungs. Deswegen, ich will jetzt halt erstmal eine Runde das machen. In this video we will start shading our planet by creating Der Brief sieht mies stabil aus. What the fuck? Okay, das sieht irgendwie so aus wie so ein Pornobalken. Aber nobody shaming an der Stelle. Welchen Bundesland kommt? Naja, Digga. Ich komme aus dem Judenallen Bayern. Auch an, ja, genau. Ich komme aus Bayern. Genau. Lass mich doch mal nicht auf das geantwortet und habe ich dir einfach Aufgabe gegeben. Was? Ich habe Discord noch gar nicht geöffnet. Ich habe jetzt halt nur das Ding Sache abgeschickt und mehr noch nicht gemacht, Alter. Weißt du, du kommst aus Bayern. Ja. Genau. Das ist gut für die Rate. Ja, Digga, definitiv, Digga. Sieht gut aus. Also der Endplanet sieht gut aus. Ja. Was ich bisher erstellt habe, nein. Das so weit sind wir noch nicht. Don't have a surface. So yeah. Let's jump into Blender. Let's fucking go. Welcome right now inside of Blender, and as I mentioned in this video, we are going to create the surface of our planet. Okay. The first thing I'm going to do is to select my planet, and I'm going to change ich muss halt, ich sage, ich werde kurz, okay, Planet, okay. Mal ganz kurz hier, EU, badababum, Perl. Okay, was willst du jetzt von mir? Timer. From the timeline, I'm going to change it to the shader editor. Shader editor. Shader editor. Yeah. And basically this is my default Blender material. I'm going to rename this from material to surface because this is the surface of our planet. Okay, surface. Surface. Okay, perfekt. Wenn ich is one will free my friends. I'm also going to enable the snapping tool so that when okay. Snapping Tool. During Transformation. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, Jungs. Ich tue einfach so, als wüsste ich es. Ja, ich weiß. Digga, weiß ich natürlich. Jungs, ich weiß alles, was ich hier tue. My nodes, they will stick to the grid, which I find super satisfying. Now, if I pull out some references, the color of Jupiter is a combination of brown and white grayish color. These colors are distributed in the form of stripes. So in a perfect world, we will be able to create, first of all, a stripes texture in Blender, and we will tell Blender that, hey, use both of these two colors, which are brown and white, to fill this stripe texture. Let's get back to Blender, and the first thing I'm going to do. Ich bin mies, Digga. What the fuck? Nach über München oder Richtung Alpen bei mir. Ist nur was Wissen, Digga. Natürlich, Digga. Nur Rechtschreibung wurde mir nie beigebracht. Is to add a node called Combine Color. I think actually they changed its name from Combine Color to Mix Color. So easily you can go to Add Color and you will have here an option for Mix Color. I'm going to add it. Gut, Digga. Add Color, Mix Color. Badababum, pow. Oh shit, Digga. Right here, and what this node will do is to combine two different colors A and B. If I set this to grayish color, which is exactly what we want. Genau, grau müssen wir jetzt machen hier. Ja, ganz kurz. So, gehen wir ein bisschen bei näher dran, dass ich das sehe mit meinem Auge. Ich bin sonst zu blind dafür. Ja, das wird schon passen, Digga. We want the first color to be gray, and we want the second color to be some sort of a brownish color. Let's say something like so. Und das zweite soll braun. Jungs, ich bin kein Professioneller. Also das ist... ich suche mir gleich noch ein schönes Braun raus. Braun. Bam! Der Profi. If I do Control Shift and click on this node, this is Kontrolle Shift Bam. Ja, aber jetzt habe ich einen Kackpratzen, Alter.
Fuck. Is one of the handy shortcuts that comes with the Node Wrangler add-on, which will allow you to preview any node by hitting Das sieht Control ziemlich scheiße Shift aus. and clicking on a node. Right now it is not visible. The main reason for that is because we're not in the rendered view, so make sure to jump to the Jetzt sieht's rendered aus, als hätte ich view einen and Scheißdreck boom. gerade. This is what this node Weiß nicht, aber kennt ihr das? Kennt ihr das? Wenn ihr so euren Augen richtig reibt, und dann kommt immer solche Kreise in euren Augen. Irgendwie sieht es genauso aus. Genauso. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig aggressiv eure Augen reibt, weil irgendein scheiß Staub in euer Auge gefallen ist? Und dann kommen so ganz komische Bilder oder solche, genau solche Punktchen hier in dein Auge, wo du denkst, what the fuck, ich bin high. So sieht es irgendwie aus. Frag mich mal nicht, wieso. like. But there is a problem. Right now Blender is combining both of these two colors. But the problem is that basically Blender is combining them on the entire surface. What we actually want is to tell Blender that, hey, distribute both of these two colors in the form of stripes. And this is where this factor socket comes in. The factor socket basically accepts a black and white image as a way to tell Blender which areas Blender should use the gray color and which areas it should use the brown color. So Genau, okay. I'm going to add, or actually I'm going to create a wave texture that is similar to the texture that is on Jupiter. Here's what we will do. I'm going to go Shift A and I'm going to look for wave texture. Wave Texture, okay. Wave Texture. Bam. Das kriegt man an der Stelle, das kriegt man. If I do Control Shift and click on it, this is what it will look like. The stripes are going vertically. Digga, jetzt werden wir High, Jungs. Digga, jetzt sind wir fucking High, Jungs. Let's go, das LSD ballert rein. Let's go. Okay, Digga. Them to be horizontal. Kommen so aus Bad Tölzing. Ich sage jetzt euch nicht, wo ich wohne, Jungs. Chillax. Ihr kriegt Bayern Richtung Alpen, Digga. Mehr kriegt ihr nicht von mir. Chillt. So we're going to use another handy shortcuts of the Node Wrangler add-on, which is Control T, which will add a... Okay, Digga, was auch immer das war, Kontrolle T. Digga, auf einmal habe ich hier Badabam Bum Pau, ich bin Speedster, Digga. Ich habe den Shit jetzt kurz hier gebaut. Setup to this wave texture. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber ja. The rotation and change the Y to 90 and boom, the stripes right. Rotation 90 und dann ist es... Sieht aus wie so ein flackerndes, wie so dieses flackernde Auto. Nee, so ein Bildschirm, wo so flackert. Weißt du, so flackernd mäßig. Gib mal Adresse, Digga. Orzel, du hältst die Fresse. Ich habe heute den ganzen Tag nach deinem fucking Namen gesucht. Shut up, also. Bevor ich dich doch ernsthaft finde, Digga. Für die Wissenschaft, auf jeden Fall. Wer kennst Altötzigen? Bruder, ich kenne mich allgemein so schlecht in meiner Gegend aus, Alter. Wahrscheinlich liegt es so gefühlt so 10 Kilometer von mir entfernt. Ich würde es nicht mal wissen, Digga. Also, nee, es sagt mir jetzt gerade nichts, Alter. Right now are going horizontally. And technically, if I plug this color right now into the factor, here's what will happen. Blender will fill the black areas with gray and it will fill the white areas with orange or brown. But before I do that, I want to play a little bit with the settings of this wave texture. Okay, machen wir erstmal ein bisschen Settings. Way down, let's say something like 0.5 for the 7.5. Ai. 0,05. 0.5. Jetzt haben wir einen Streifen. Wow. distortion, let's say something like 2. For the detail, I'm going to lower it to the half, which is 1, and I'm going to 2, 1. keep the rest of the settings the way Der Rest they are. bleibt so. This might not look like the wave texture on Jupiter, but we are actually going to add another texture to make it look like Jupiter. I'm going to take this and plug it to factor, and if Das kommt zu Faktor rein. I control shift and click on this mix node, boom, this is the result you will get. What we need to do Digga, das sieht legit gut aus. Oha. Okay, sieht echt noch scheiße aus. Okay, nevermind, was habe ich mir vorgedacht? Sieht immer noch scheiße aus. On this wave texture setup to make the way these colors are distributed look like Jupiter. Basically, we need to refine the wave texture. I'm going to go to this wave texture and I'm going to do Shift D and Give me a second. So.
Jetzt hat. Also, this will disconnect it from this mapping. Warte, jetzt bin ich wieder. Digga, ich hab schon wieder nicht Wave aufgepasst. texture setup to make the way these colors are distributed look like Jupiter. Basically, we need to refine the wave texture. I'm going to go to this wave texture, and I'm going to do Shift D, and also this. Shift D, Double D, Double Die. Ich kann alles kopieren. Let's fucking go. Let's go. Will disconnect it from this mapping node, so I'm going to take this and also plug it here. Ach, geht es hier in 2 für 1 oder was? Ah ja, nicht schlecht. 2 für 1. Ja, ein Vektor kommt zum Vektor. Ich habe zwar keine Ahnung, was ein Vektor ist, aber ich weiß, dass es 2 für Leute sind. Click on this. This is Kontrolle Shift das. what it will look like. I'm going to change a couple of settings right now in this other instance of the wave texture. Let's bring this a little bit up to something like 1.2. Denke ich mache jetzt ja alles genau. Ich mache jetzt mal fürs Erste alles genau, wie er es macht. Einfach nur zur Sicherheit, Digga. And I'm going to keep the rest of the settings the way they are. And what I want to do right now is to combine both of these two nodes. What is the node that will allow me to do this? It is a mix node. Let's go to add color. It is the mix color node. Let's put it here and let Mix Color, okay. Warte, was? Wie macht er das? Wer hat das gemacht? nodes. What is the node that will allow me to do this? It is a mix node. Let's go to add color. It is the mix. Add Color, Mix Color, Mix Color! Bam. Ich sei ein Profi. Ich fühle mich, es sieht so kompliziert aus, Alter. Color node. Let's put it here and let's take this and plug it to B. Das kommt zu B rein. And if I control shift and click on this is. Dann mache ich hier, genau. Das ist aber Marsch. What it will look like. So basically what we did is to combine both of these two nodes together. We're adding more details to the wave texture. And if I just control shift and click in this mix node, this is what Okay. the result is looking Sieht like schon right now. etwas besser I'm going aus. to go shift A and let's add a color ramp. So look for color. Shift A. Shift A. Color. Ramp. Color Ramp. Color Ramp hier. Genau, perfekt, genau. Ramp, it is this one right here. And let's put it here. Das soll hier zwischen rein. Okidoki. Das können wir auf jeden Fall machen an der Stelle. Echte Luxemburgstraße hättest du mir gern. Nur mal Leim weiter, Digga. Man kommt Face Reveal, Diggi. Ich glaube, die Frage hast du mich schon so oft gestellt. Überleg mal, Digga. Bracker Straße, Lerner lesen, Nummer meine IQ. Ich merke es schon. Also, Bracker Straße 0. Okay, cool. I want to flip the areas. Basically, I want these brown areas to be white and the gray areas to be brown. So you can do that easily by jumping here and flip color ramp. And all you Ach, Digga, so einfach anscheinend. Okay. Okay, cool. need to do is to, let's say, bring this somewhere around here. Huch, Digga. Das heißt, er hat gut in der Nase gekitzelt. Uiuiui. So. Wir wollen auch unseren YouTube heute fertig machen, Digga. Here, and let's take this and bring in somewhere around here. If I just So. Das sieht irgendwie scheiße aus. Wie kann es sein, dass solche Sachen so scheiße aussehen und dann machst du, weil macht wahrscheinlich ist das safe irgendwie ein Klick oder so und dann sieht das Ding bombastisch aus. Control Shift and click on this, basically we're making the text Okay, ja, okay. sure a little bit more contrasty. So if I Control Shift click, this is before the color ramp node and this is the after. This is the before and this is the after. And after I do the mix operation, this is what the whole thing is looking like. We're still gonna add more and more, a little bit more contrasty. So if I Control Shift click, this is before the color ramp node, and this is the after. This is the before and this is the after. Okay. And after I do the mix operation, this Dann mache ich wieder hier das hier. is what the whole thing is Okay, looking es sieht schon ein bisschen We're besser still aus. gonna add more and more detail. Natürlich machen wir noch mehr drauf, Digga. Wieso auch nicht?
details to this, but for now, this is what my wave texture will look like. Sieht bestimmt besser aus, bin ich ehrlich. Jump to the principal BSDF. I'm going to plug the mix color into the base color. Okay, was hat er jetzt gemacht? We're still gonna add more and more details to this, but for now, this is what my wave texture will look like. If I just jump to the principal BSDF, Okay, wir mal ganz kurz weiter. Gut, so. Du kommst mal weg. Dich will ich nicht. Du kommst in Factor und dann kommst du jetzt halt hier rein. I'm going to plug the mix color into Und du kommst in Surface rein. Oh! Oh, scheiße! the base color. This is what my planet is looking like. Das sieht schon fancy aus. And I'm going to bring the roughness up to 1. Ist hier ganz raff, Alter. As you can see, these gray areas are really boring. The main reason for that Sieht schon being besser aus. that they are just plain color. So what I want Das sieht to schon do besser aus, is to meine Damen und introduce Herren. a little bit of texture also. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Also ich weiß, es ist noch nicht das Beste, aber es sieht schon besser aus, als es wäre gar nicht. Alter, das kennen so die Mühlendorf vom, am Inn, Alter. Nairo, Digga. Also ich weiß jetzt nicht alles, was für Dörfer ich in meiner Nähe kenne oder Städte, was ich in meiner Nähe kenne, Digga. Ich werde lieber gerne von dir ein Feedback, wie toll mein Jupiter bisher aussieht. Das wäre mir jetzt viel wichtiger, weißt du? to these gray areas. So the question now becomes, how can we introduce a little bit of texture to these gray areas? Das ist eine This gute is Frage. actually really simple. What is the thing driving the gray color? There is this socket right here. It is the A. So technically, if I plug some sort of a texture into A, I will be able to put this texture on the gray zones or on the gray areas. I'm Okay. going to jump here and I'm going to add another. Okay, das macht mir jetzt ein bisschen Angst, Digga. So, jetzt machen wir den ein bisschen runter, Digga, damit ich jetzt mehr Platz habe. Genau. Node or another texture. It is called noise texture. So let's go Noise and look for texture. noise. Okay. Noise Texture, Jungs, wir schaffen das heute noch, Alter. Ich mache heute einen Jupiter. Noise Texture, genau. Perfekt, machen wir so. Texture. This is probably the most famous type of textures inside of Blender. Control Gut zu wissen. Shift and click on it to see what it looks like. Jungs, ich hab den Mond gebaut. And boom, I'm going to change the scale or actually bring it down to something like 2.5. Okay, ich hab vielleicht doch nicht den gebaut, aber hätte ja sein können. Let's bring the details up to 5 also. And I want it to be a little bit more distorted, let's say 2.5. And if I take this, the factor, and plug it into A. Halt, da, 2,5 hat er gesagt, 2,5. Nee, hat er 5 gesagt? Nee, der hat 5 gesagt, gell? Or distorted, let's say 2.5. Nee, And if I 2,5, fast so. take this, the factor, and plug it into A. And Dann mache ich jetzt den Faktor und mache den jetzt in A. Okay. Control Shift and click on my mix node. Okay, Control Shift Mix Node. Jetzt sieht es hier noch beschissen aus, Digga. Sowas von 10 von 10. Ja, warte kurz noch, bis ich fertig bin. Dann kannst du deine 10 von 10 sagen. Basically, we're putting this noise texture, or we're overlaying this noise texture on the gray zones. And actually, to finish everything, I'm going to change the blending mode from mix to overlay. And I feel Was? To Overlay. Oh shit, Digga, das sieht echt clean aus. Oha, Digga, oha. Sieht gar immer so scheiße aus bisher. Oha. like this effect is a little bit too strong. That's why I'm going to add another color ramp node after this noise texture. So go Shift A and let's look for color ramp. Okay, mach nochmal einen Color Ramp, okay. Color Ramp. Genau. Dich nehme ich. Machen wir dich mal hier so hin. Right here. Okay, wir machen dich gleich hier rein. Genau. Let's bring this flag somewhere around here, let's say. And Alter. Es sieht nicht mehr so schön aus. Jetzt sieht es ein bisschen... Digga, okay. I'm going to change its value. Let's bring this a little bit up. Okay. Let's say 0.075. This is... Okay. Die ändern die Farbe.
zu 0,57. Das war hier unten, oder? Let's bring Genau. Das war hier 0,75. So, this a little perfekt. bit up. Okay. Let's say 0.075. This passt schon is irgendwie. what the setup we built looked like right now. Ach Now, du this might Scheiße. seem like it is too vanilla of a setup to create a Das ist realistic heftig. planet, but actually the only thing that we need to do right now is to start introducing more and more details. And this Okay. is exactly what we will be doing in the next video. We're going to start adding more mapping nodes, adding more distortion to this planet, and basically make it look more realistic by adding more and more details. This is what we will be doing in the next video, so I will see you everyone there. And Gut, also, das wissen wir as schon mal, usual, dass das nicht für immer so scheiße aussehen wird. Ja, aber ich will es eigentlich schon so haben, Ende. Das sieht irgendwie einfach irgendwie so hässliches Schiss aus irgendwie. Da muss jetzt schon noch ein bisschen mehr kommen, Jungs. This is the most complicated video during this course because Okay, Jungs, wir gehen für heute offline. Spaß. for some people it might be tough to wrap their minds around the logic of the nodes. But actually, if you give it time, every concept will start to sink in. In this video, we are going to finalize the look Logik, of our schlecht. planet by adding some vector distortion. Ja, das ist wahrscheinlich See you gerne mein in Nachbar. Hello, welcome everyone again in Blender Das kann in the sein. second part of creating the shader for the planet. We're continuing our journey and I'm going to pull out my reference again. And as Genau, you can das ist see, das Ziel. beside the stripes, generally this planet or Jupiter tend to have a lot of texture. If you just focus right here, you will see a lot of like squiggly lines and a lot of distortion and Kann man nicht einfach einen scheiß Planeten nehmen und dann einfach so eine Saturn-Textur draufballern an sich? Das ist nicht eigentlich viel leichter. waves happening. In real life, this is happening because of the insane atmospheric pressure inside of this planet, but we need to recreate something similar inside of Blender. And this will actually bring me to a really important concept inside of Blender, Oh, which yeah? is how to do these sort of distortion lines, or how to apply some sort of distortion effect Okay. to your different textures. So let's jump back into Blender to learn exactly how we can do this. So Oh, here's jetzt hab ich a aber really eine- stupid analogy. I'm going to maximize this editor by hitting Control Space Bar and let me Control Spacebar. Ui. Das sieht gut aus. explain an important concept. Imagine Okay. you have, let's say, a plate and Der Brit zeichnet? Ich will auch zeichnen. Ja, ich kann natürlich nicht zeichnen. Perfekt. Aber er kann zeichnen. Toll. you're going to put water in it. By default, water will fill basically Schade. the shape of the plate. Okay? This is how real life works. You need to think of textures like water. What I mean by that is that when you put a texture Need to into become an object, water. it will basically map itself, or it will basically fill the shape of the object. Same Okay. as water, when you put it on a plate, it will fit the shape of the plate. Same for the textures inside of Blender. When you put them on an object, they will fit the form of that object. So right now, what if you want to apply some sort of distortion? Let's say you want Okay. the water to fit, or actually to be in a certain shape. You definitely cannot change the shape of water, but what you can actually do is to change the type or the shape of the plate. So for example, let's imagine I'm looking at this plate from the top. If I create a plate, for example, and it does have some sort of an S right here like this, basically when I will put water, it will fill the shape as this S shape. So this is how I can control the shape of the water. This is actually really similar to the concept we will be doing right here. Some of Okay. you might think like, hey, we want to introduce some sort of waves or some sort of distortion. You might think we will do this somewhere around here after the wave texture. What we actually need to do is to change the plate, or to change the underlying geometry, or actually the underlying mapping setup that is controlling how this wave texture is mapped onto the surface. This might not make sense a lot right now, but believe me, once we start working, it will start to make more and more sense. Okay? And right now I need to waste some time deleting all of these squiggly lines that I just drew. So now we're back to our Ich habe absolut, glaube ich, nichts verstanden, was er gesagt hat. Ha. Interessant.
usual shader view. And as an advice, always think of the analogy of the water and the plate. Let's right now think, what is the water in our case? The water is the different textures we're using, which is the wave texture and this wave texture and this noise texture. And what is the plate? The plate is the thing we're putting the textures on. You might think at first it is actually the sphere, which is not wrong to be honest, but what I like you to think of the plate as the mapping setup we're using. If I just jump to this texture coordinate and I'm going actually to change it to object, and yeah, okay, this will change the shape of these, but actually this is not bad at all. And if I just hit Control Shift and click multiple times. Was hat der jetzt gemacht? Ich bin absolut verwirrt an der Stelle. Vor ein paar Monaten, glaube ich, habe ich deine Stimme erkannt, Digga. Ich bezweifle es irgendwie sehr stark, aber okay. Ignoriert mich. Chillax, Bro. Ich muss mich hier gerade High-Focus machen, Digga. Ich bin absolut verwirrt, was der Typ hier gerade macht. Auf einmal haben wir einen pinken Ball hier. Also er hat irgendwie irgendwelche komischen Sachen gedrückt, deswegen mache ich das nicht. I just drew. So now we're back to our usual shader view. And as an advice, always think of the analogy of the water and the plate. Let's right now think, bei dem irgendwie was umschalten. Okay. The water is the different textures we're using, which is the wave texture and this wave texture and this noise texture. And what is the plate? The plate is the thing we're putting the textures on. You might think at first it is actually the sphere, which is not wrong to be honest, but what I like you to think of the plate as the mapping setup we're using. If I just jump. Okay, ich weiß einfach mal 1:1 nach. Der hat es zu Vektor gemacht. Aber das sieht echt scheiße aus. Texture coordinate, and I'm going actually to change it to object. And yeah, okay, this will change the shape of these, but. Okay, was hat er jetzt gemacht? What the fuck? UV? Actually, this is not bad at all. And if I just hit Control Shift and click multiple times until I jump to object, this is what the plate looks like. Now you might think like, hey, why this plate is orange? The plate shouldn't be colors. But this is what we mean by a mapping setup. Basically, all of these different. Was hat er jetzt gemacht? Hat er jetzt hier Control Shift Klick. Oh, shit, ich habe einen Colorball. Weiß ja nicht, was ich gemacht habe, aber mein ganzer Ball ist auf einmal hier voll colors. Colors represents a visual representation of how Blender will map the different textures that we're adding, like these wave textures and all, onto the surface of the sphere. So if we figure out a way to make all of these colors right here distorted, basically all the waves will fit into that distortion and they will also be distorted. So actually what we will be doing will be around here and not after the noise texture. And to exactly see what will happen, I'm going to jump back to this last mix node and I'm going to Control Shift and click on it to be able to see the final result. And let's do a little bit of. Was hat der jetzt gemacht? Der macht hier komische Sachen auf einmal. Das mag ich nicht, wenn der einfach irgendwelche Sachen klickt. Not after the noise texture. Okay. And to exactly see what will happen, fertig. I'm Okay. going to jump back to this last mix node. And wie zum Fick bist du jetzt einfach kurz rücksprungen? Will happen. I'm going to jump exactly see what will happen. I'm texture and to exactly see what will happen. Einmal zurück. Ah, okay, das ist einfach nur das hier wieder zurück macht. Ah, okay. I'm going to jump back to this last mix node and I'm going to Control Shift and click on it to be able to see the final result. And let's do a little bit of distortion. Here's how you do distortion in Blender. I'm going Mapping. Okay. Mapping. Okay, das können wir machen. Another mapping node, so let's look for mapping node. Technically, we will not be using this one, but just for the sake of being able later to change all of these different values, I'm going to keep this node right here. And here's how you will introduce. Also haben wir zwei Mapping-Sachen. Okay, das können wir machen. Use a little bit of distortion. Neues Texture. Müssen wir nochmal ein neues Texture machen. Okay. I'm going to add a node. Okay, dich nehmen wir doch raus. Neues Texture und der macht, den machen wir jetzt hier Shift.
Control-Shift-Klick, genau. Noise texture. Let's put it here. Control-Shift and click on it. And here's an important concept. The noise texture will generate a texture that goes from 0 up to 1. I want the 0 to be in the center, which means I want some values up and some values down. So how can I achieve such thing? It is by doing a simple mathematical operation, which is minus 0.5. So the 1 Digga, muss ich jetzt hier Mathe lernen oder was? Wieso muss ich auf einmal hier Mathe lernen? Ich habe jetzt hier nicht gesagt, dass ich jetzt hier Mathelehrer werden will. will be 0.5. Das finde ich nicht okay, 0 Jungs. 0, but I will also have minus 0.5. So if I just Vektor. Okay, jetzt muss ich hier irgendwas mit Vektor Math. Genau. go and add a vector math node, let's Digga, ich baue hier gefühlt hier ganzes add it System. here, and I'm going to plug the Subtract, okay. color into the first socket, and I'm going to change this to subtract, and basically because any color does Was? Okay. have 3 different values, red and green and blue, I want to minus 0.5. Minus. Okay. 0,5. 100, genau. Here, or actually just 0.5. Jungs, was baue ich hier? Das sieht aus, als würde gleich eine Explosion kommen. Ich weiß nicht, aber kennt ihr noch diese alten Zelda-Games? Und immer wenn etwas explodiert ist, sieht es genauso aus. Fragt mich nicht wie, aber genauso sieht es immer meiner Meinung nach aus. Wenn in alten Games Sachen explodieren, sieht es immer irgendwie so aus. So bei Zelda. Zumindest kommt es mir so vor. Because we already set the operation to subtract, and if I control shift and click on this, this is what the texture will look like. And right now, if I combine this subtract node or this simple setup with the original mapping setup, I will get some distortion. To see exactly what's happening, let's get back to this overlay node and let's get Mal wieder Mix Color. Und ganz kurz müssen wir das hier. Wie? Wo zum Fick geht es hier hin? Aha. Wie kann ich den Shit jetzt wieder rausmachen? Oder kann ich das einfach entfernen? Nein, dann geht alles weg. Fuck. Ich bin verwirrt. back here, and I'm going to add Vector Mapping geht zurück. Nee, jetzt bin ich verwirrt. Fuck. Ich dachte, das ist ein einfaches Ding, wie man kurz das hinhaut. Jetzt macht er hier die komplizierteste Scheiße. What the fuck? basically because any color does have 3 different values, red and green and blue. I want to minus 0.5 here, or actually just 0.5 because we already set the operation to subtract. And if I control shift and click on this, this is what the texture will look like. And right now, if I combine this subtract node or this simple setup with the original mapping setup, I will get some distortion. To see exactly Und man dann auf das hier klickt. Jetzt sind die wieder frei. Ah, okay. Cool. what's happening, let's get back to this overlay node and let's get back. Und jetzt macht er hier wieder Mix Color. Okay. Shift A. Mix Color. Genau, das kommt dann hier hin. Back here, and I'm going Nee, das kommt hier hoch. Okay. to add a mix color node. Mix color. Let's put it here. Dann machen wir Mix Color. Jetzt machen wir ein B rein. Ui, scheiße. Here, nothing is happening so far. But when I take this and plug it to B, as Add, okay. Add, okay. you can see, something is happening. I'm going to change from mix to add. And as you can see right now, this is introducing more and more distortion. And this is kind of what we want. Now, for all of these different values, I'm going to change them a little. Was muss ich jetzt machen? Auf welchem ist das gerade? Jetzt bin ich kurz ein bisschen Add, verwirrt. and Wo as der you ist. can see right now, this is introducing more and more Ja. distortion. And Ah, jetzt geht er hier rüber, okay. Und das muss er jetzt halt was machen, this okay. is kind of what we want.
Now, for all of these different values, I'm going to change them a little bit. Let's bring 10, 5. Ich finde es ein bisschen interessant, wie das funktioniert, aber auch ein bisschen this up. sehr Let's verwirrt. say something like 10.5. I'm going to keep the rest of the values the way they are. And maybe let's start lowering this a little bit to 0.0.8, okay. 0.008. Okay. something like 0.08. So if I select all of these, hit M. This is the Also muss alle drei raussuchen und M drücken und dann. before, and this is the after. This is the before, and this is the after. And by the way, M will allow you Ich verstehe es nicht, Digga. Ich verstehe es nicht. to mute nodes to enable and disable them to see the before and after results. What I'm going to do right now is Ah, it's to mute. repeat this operation of this node setup. I'm going to repeat it multiple times. I'm going to also add some distortion. Ja, okay, Digga. Wir machen das jetzt noch 500 Mal, weil wir haben ja keine Hobbys anscheinend. What the fuck? Was sagt er hier einfach auf... Nein, jetzt habe ich irgendwas umgestellt. Nein, schlecht. Was machst du jetzt hier mit mir? Ich habe dir gar nichts getan und du willst mich hier leiden Right lassen. here, by creating some sort of spherical distortion that will happen on the surface of the planet to emulate the look of the storms. So I'm going to go Shift A and let's look for another type of texture which is called Voronoi Voronoi. Jetzt kommen hier ganz neue komische Sachen. Voronoi Texture. Okay. texture. Let's take this and plug it into the vector. Das muss in den Vektor rein, okay? And Control Shift and click on this to Ach du Scheiße, jetzt haben wir be irgendeinen able to see Bienenschwarm, how it Alter. look like. Let's Ich gehe jetzt was essen. Bis später, mein Kind, Digi. Ciao, ciao, Zolo. bring the scale way down to something like 2 and 2, okay. Das kriegt man hin. Das sieht noch hässlich aus, aber okay. it needs a little bit more contrast. So let's go Shift A and let's look for color ramp. Digga, wie oft machen wir noch hier Color Ramp? Color Ramp, genau. Let's put it here. And I want to flip these Genau. areas. I want the majority of this texture to be actually black. So jump here and choose flip color ramp. Let's bring this white flag somewhere around here. So, in dem Bereich, okay. And let's bring the black flag somewhere around. Und dann ein bisschen hier zurückgehen. Ach du Scheiße, sieht das geil aus. Das sieht irgendwie richtig einfach so. Ich weiß nicht, ich find's so dumm, so. Ich find's irgendwie These lustig. circles will be, let's say, the storms on the surface of Jupiter. And after doing Okay, this, dann wird's I'm going weniger. to bring all of these nodes here so that So, okay. Was machst du jetzt halt? let's Okay. say the storms on the surface of Jupiter. And after Ja, wiederum doing ist es this, Sinn, okay. I'm going to bring all of these nodes here so that Okay, dann machen wir die alle. Die alle kommen dann. Nein, hör auf, kannst du mir was umzustellen wollen. Die Sachen will der Bre da hinten haben. Ist okay. everything, I will have more space to work. And let's add another mix. Digga, was haut ihr denn noch alles hier rein? Ich bin leicht überfordert. Ich nehme mal eine ganz kurze Pause an der Stelle. Ich bin sofort wieder da. Wir machen eine ganz kleine Pause. Wir sind gleich wieder da. Geht euch was zum Essen holen. Entspannt euch kurz eine Minute. Und da würde ich sagen, machen wir gleich wieder weiter. Bis gleich. Im Sobel gemacht. 君の虜になってしまえばきっと Random Discord Memes. Wir sind nicht alleine. Das waren Hilfe-Signalstimmen aus dem Backroom. Lovely ball. I say with my balls every night. Stick to everything. It's Nein! Join the NoFap Army unter www.bekommdeinleben-zurück, du kleiner Hurensohn.de. I got you, homies. Oh, meine heutige Streampartnerin, Alter. Sag Hallo. Hallo, eine Wildschopperin. Shut up, IGN.
Bienen machen immer so Instant-Suizid-Moves, Alter. Aber wirklich immer. Was machst du da? Suicide to zone. I was from England and I speak fluent American, so there's a bit of a language barrier. So I was talking to him about like this game I wanted. Because I was hoping he'd buy it for me. And it was The Sims 3 Generations, and Nicht mal ein gutes Game, Digga. What the heck? I really wanted that expansion pack for my Sims game. And he's like, because it's too much. I'm like, well, how much is it? He's like, it's 15 pounds. Apparently there's a bit of a language barrier there because I asked him how much it costs, not how much it weighs. Oh, hell no! Do you have any advice? Don't be racist, because you'll get banned. This is my 15th account. Das ist so ein... Merkt euch das, Kids. Das ist eine Lebensweisheit. Igitt, du hörst dir das an? Mach diese Anime-Musik aus. Shut the fuck up, bro. Let's try this world, even if we bankrupt this world. The world is getting strong. You can catch the girl. Still wake up your fingers to no stop there. Beim PC-Spieler zum Doktor müssen. I have to go to the doctors. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was für Face Reveal? Also ich werde nicht schöner. Ich bin so hässlich. Ich bin so hässlich. Leute, wir sind einfach nur zum Spaß hier. Wir wollen nur Spaß haben. Patron. Moment. Oh, Digga, was war das denn für ein scheiß Krampf, Junge, Digga? Meine Stimme war ja mal gerade anders. Bruder, ich darf einfach nicht mehr laut reden, Alter. Junge, was ist mit meiner Stimme los? Weil das ist so hochwerfe, dann zündet es an und es fliegt hier runter und ich hab's. Boys, ich bin Big Brain. Ich will einen Gronk haben. Ich finde Gronk süß. Ui. Au! Wenn du kein Sugar Daddy, wenn du kein Sugar bist du dann Salz? Nee. Brudi, das ist ganz einfach. Ich bin Bubble Today. Genau, was ich meine. Das ist ein alter Name für Nairo, Göttin der Weisheit. Wow. Sie enthält Nairos Weisheit. Nairos Weisheit? Digga, ich bin einfach Gott geworden hier. Ich bin einfach Gott geworden. Was ist denn jetzt, Alter? Morgen ist mein 17. Geburtstag. Und dann schwängerst du mich. We got him. Das verwirrt sehr viele Menschen. Deswegen mich Gott der Weisheit, nicht der Weisheit, sondern der Lostheit. Das war jetzt cool. Ich habe die Ausrichtung. Und ich habe den Yeet Drive. Ich glaube, du musst irgendwas eingewiesen werden. Geht's dir gut? Geht's jetzt mir nicht gut? Mir geht's gut. Hier. Ist dann... Wenn du mich noch einmal Unesa nennst, ich kill deinen Bruder und ich kill dich. Ich hab so mitgemacht. Random Discord Memes. Wir sind nicht alleine. Das waren Hilfe-Signalstimmen aus dem Backroom. Lovely ball. I say with my balls every night. Stick to everything. It's Nein! Join the NoFap Army unter www.bekommdeinleben zurück, du kleiner Hurensohn.de. I got you, homies. Oh, meine heutige Streampartnerin, Alter. Sag hallo. Hallo, eine Wildschopperin. Schade bei dir. Nani? Bienen machen immer so Instant-Suizid-Moves, Alter. Aber wirklich immer. Was machst du da? Suicide to zone. I was from England and I speak fluent American, so there's a bit of a language barrier. So I was talking to him about like this game I wanted. Because I was hoping he'd buy it for me. And it was The Sims 3 Generations, and Nicht mal ein gutes Game, Digga. What the heck? I really wanted that expansion pack for my Sims game. And he's like, because it's too much. I'm like, well, how much is it? He's like, it's 15 pounds. Apparently there's a bit of a language barrier there because I asked him how much it costs, not how much it weighs. Oh, hell no! Do you have any advice? Don't be racist, because you'll get banned. This is my 15th account.
Das ist so ein... Merkt euch das, Kids. Das ist eine Lebensweisheit. Igitt, du hörst dir das an? Mach diese Anime-Musik aus. Shut the fuck up, bro. Let's try this world, den Gesang erspare ich jetzt einfach an der Stelle. Erspare ich euch einfach an der Stelle mal. So. So, weiter geht's, meine Damen und Herren. Wir haben hier leider noch viel zu tun. Und ich verstehe viel zu wenig. Okay. Aber die Pause hat gut getan. Okay, was machen wir jetzt? Wie oft will ich diesen scheiß Mixing noch machen eigentlich? Was hat das halt? Mix Color. Wie oft will ich diesen scheiß Mix Color noch machen eigentlich? Let's take the color and plug it. Wieso muss es so kompliziert sein, Digga? Vor allem, das verstehe ich noch nicht so ganz. To be and Control Shift and click on this. Oh, scheiße, sieht das gut aus. Muss ja mehrmals drauf drücken? Nee. Scheiße, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, glaube ich, weil jetzt sehe ich hier gerade keine... Ich sehe keine weiße Flecken. Surface of Jupiter. And after doing this, I'm going to bring all of these nodes here so that genau, das kommt noch da hinten. Space to work. And let's add another mix color. Let's genau, put it here. Das kommt da. Let's take the color and plug it. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Und dann Shift A und dann... To be and Control Shift and click on this. Ha. So. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, glaube ich. This is the mapping setup we do have right now. In technical way, or to use the analogy, right now we're changing the plate that the texture will fit in. Let's lower the factor to something like 0.2 and 2.0. Bei mir ist gar nichts mehr da. Junge. Das ist aber nicht so gut. Habe ich irgendwas eingestellt, was nicht so sein sollte? Nee, das habe ich alles nochmal eingestellt. Linear. Und das kommt... Oh. Oh, okay. Ich bin dumm. Jetzt und jetzt so. Ah, Junge, ich bin so dumm. Genau, dann kommt Color hier oben rein. Und dann machen wir es so. Und jetzt habe ich die Mappe auch. Oh, Junge. Da habe ich was Falsches verbunden. 02. Technical way, or to use the analogy, genau. Right now we're changing the plate that the texture will fit in. Let's lower the factor to something like 0.2 and okay, der will auch nicht 002, der will 02. So, genau. Change the mix to add. And to add, okay. Jetzt haben wir leichte Punkte nur hier. For a final result, I will get something looking like so. You might be wondering why nodes are over each other. Okay, machen wir den Shit etwas weiter nach hinten. Okay. So let's just do this to have more space to work. If I select all of these three nodes, hit M, this is the before, and this is the... Ah, warte mal ganz kurz. Nee, mal, was hat er jetzt wieder gemacht? Ah, Junge, muss ich wieder aufpassen, Digga. Adrian, was geht ab? Adrian, wie geht's? Wie steht's, mein Freund? Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie steht's? Now we're changing the plate that the texture will fit in. Let's lower... Wie war dein Montag? Hast du gut überstanden oder bist du gestorben? The factor to something like 0.2 and change the mix to add. And if I preview the final result, I will get something looking like...
Okay, der geht wieder... So, nee, halt. Was hat er jetzt gemacht? Das? Das ist der Mixer. Jetzt hat, ja. So, you might be wondering why nodes are over. Genau, dann haben wir das rübergeschoben. Let's just do this to have more space to work. If I select all of these three. Genau, wenn ich jetzt die 3 auswähle und M klicke. Jetzt hat... Ah, gut, das verstehe ich jetzt schon ein bisschen mehr. Perfekt, Digga. Bist gestorben? Adrian, nicht nur du, nicht nur du. Da bist du nicht der Einzige, der heute gestorben ist, Digga. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, heute die letzten 2 Stunden waren einfach ein Killer. 3 nodes, hit M, this is the before, and this is the after. This is the before, and this is the after. And as you can see, it is creating this shape of like storms, let's say. Ja, das ist das Ziel. What I want it to look like. It is like storms happening on the surface of the planet. Ja, das war mal ja auch. Everything, I'm going to also repeat this operation of distorting the texture a couple of more times. So let's select these 3 textures at first. Okay, wir müssen die 3 machen, okay? First the noise and the subtract and the add operation. Select the 3 of them. Hit Shift D to duplicate. Die 3, Shift D. Okay. Them. And let's do the same operation to this wave texture right here. So let's bring this here. Okay, wir machen das jetzt mal so rum. Ene, mene, Miste, dich schiebt man nachher drüber und jetzt geht's auf die Piste. Let's go! Ich bin krank, Digga. Miesel, ich bin, glaube ich, für seit einem Monat auch krank. Also ich fühle den Schmerz, wo du hast. Was machst du eigentlich? Ich baue gerade einen Jupiter. Aber ich baue den mir selber. Ich will, ich lerne gerade Blender und deswegen beginnen wir jetzt gerade von einem Würfel zu im Endeffekt einem ganzen Jupiter und das probiere ich jetzt heute zu schaffen. And let's take the vector coming to this one. Let's plug it here to this node. Was will der jetzt von mir? To this wave text. Genau, das machen wir jetzt weg. Here, so let's bring this here. Genau. Let's take the vector coming to this one. Let's plug it here to this node. Nehmen wir das hier und nehmen das hier rein. Oh shit! Noise and take this. Oh shit! Das sieht... Ja, okay, sieht irgendwie noch scheiße aus. Bin ich ehrlich, sieht noch nicht so geil aus. Aber ja. Wir machen gerade einen Blender-Kurs zusammen. Wenn du nächstes Mal Bock hast, kannst du dich gerne mitmachen. Jetzt mitzumachen macht keinen Sinn, weil wir es schon gefühlt über die Hälfte gefühlt gemacht haben. Aber beim nächsten Mal, wenn wir zusammen was lernen auf Blender, kannst du dich sehr gerne dabei sein. Du kannst dann direkt mitmachen und dann können wir das zusammen. Du kannst da gerne mitmachen. This is looking kind of weird, so let's try bringing the scale up to something like 20. Let's scale up to 20. Bring the details up to something like 5. Das machen wir auf 5 hoch. This is not doing much, so maybe let's bring this value a little bit up. Okay, now we can see what it does. So let's settle on a value of 0.15. 0.151. Ne, halt 0,15. Sieht schon ein bisschen besser aus, Digga. Boah, einfach einen scheiß LK-Test in Englisch und danach schreiben wir einfach eine Geschichtearbeit. Wow, Junge, was? Hä? Aus welchem Bundesland kommst denn du? Gab es da nicht Regeln, dass man nicht... Ah, ist aber ein Test. Ich glaube, ein Test und eine Arbeit darf man am selben Tag schreiben. Scheiße. Ja, das ist ja absoluter Dreck. What the fuck? Du Armer. We're taking this data out of...
this mapping node. And as you can see, this mapping node is responsible for rotating the wave texture. If I just do this, you will see that it does rotate the wave texture. And if I'm going to also take this mapping node, the result out of this, and for example also plug it into the noise texture, this will actually also cause the noise texture to also be rotated. And this is not what I want. So here's what I will be doing. I'm going to delete this one, and instead... Ah, okay, Digga, wir machen einfach mal das hier weg. Okay, Serenator. Tot. Instead of doing the operation right here, I'm actually going to do it right here. So go Shift A and let's add a mapping node. Okay, Digga, wir machen einfach einen Scheißdreck, was wir davor gemacht haben, und ich glaube, der Typ weiß nicht mehr selber, was er macht. Ich habe jetzt so gefühlt zumindest. Aber das sieht schon immer mehr nach dem aus, was wir wollen. Es gibt mir aber schon die richtigen Vibes hier. Add and plug it to the vector or the first wave texture. Let's do this. Machen wir gleich ins erste rein, okay. Dich machen wir da rein. Das sieht schon besser aus, Digga, auf jeden Fall. Interessant bekomme ich 6 Noten diese Woche. Jeden Tag irgendein Test. Boah, Junge, was zum... Jeden Tag ein Dreckstext. Test. Ach du Scheiße, Junge. Kein Wunder, dass du stirbst. Bro, aber da will ich dir bei ganz viel Erfolg, ganz viel Energie. Ich höre mich an wie deine Oma, aber ganz viel Erfolg, Bro. And also plug it to this. Because I can feel that shitty pain. Let's also... Mal ganz kurz, wo hat er das reingemacht? Der hat das auch... Achso, der hat es da unten noch reingemacht. So, okay. Plug it into the noise of this noise. Okay, und noch ins Noise. Oh shit! Texture, and let's bring all of these here. Das sieht schon viel, viel, viel besser aus. Here, I'm going to select this entire setup. Shift D to duplicate. Digga, wie oft mache ich hier noch dieses selbe Set weg? Digga, ist geil, so leicht wie es aussieht. Let's take this and plug it into the vector. Okay, dann machen wir dich mal hier arm. Mal dich hier rein, genau. This should go here. Machen wir das. Nein. Schieben wir dann hier hoch. Boah, sieht das hässlich aus. Technically, if I play a little bit with the values of all of these three, or actually mostly with the noise texture, we'll be able to achieve a better result. Let's lower this to something. Let's say 9. Ja, Digga, wird aber auch mal Zeit, dass wir es hier weniger machen. So, machen wir, jetzt müssen wir das untere behaben, nämlich. Deswegen machen wir hier mal 9 rein. Bring the distortion up, say 2.5. 2.5, okay. Wenn du denkst, dass es dann besser aussieht, mein Freund. And let's see how our setup is looking like right now. Bring these here. Okay, machen wir mal. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Doch mal das schieben wir jetzt mal hier hoch. Und dann schieben wir mal noch das hier hoch. Genau. So. Dann machen wir es genau wie bei eben. You can hit A to select all of your nodes and hit the period key to frame all of these different nodes. And maybe we can hit Control Space Bar to see exactly all the different operations. Ja, nee, Digga. Den Scheiß mache ich jetzt aber nicht, Digga. That we did. And for whatever reason, this result looks kinda weird. So ja. Let's get back to our first... Der Typ weiß nicht, was er macht. Der verarscht mich, Digga. Ich habe jetzt hier fucking den Blenderkurs mir geholt, Digga, und er weiß nicht mehr, was er selber macht. Das macht mich jetzt doch ein bisschen... Da krieg ich schon interessante Gedanken an der Stelle. Muss in Englisch ein Lied lernen auf Noten, aber wir dürfen ein Lied auswendig lernen. Ich lerne The Queen, We Are the Champions, Englisch singen. Ich muss Russisch einen Text aufsagen auf Noten. Warum muss ich Russisch machen? Boah, Junge, what the fuck? Digga. Du absolute Armer. Das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern weil ich absolut gerade voll Mitleid mit dir habe. What the fuck? Node.
So Ist object ja absolut scheiße, Bro. Du tust mir ja sowas von leid. Absolut ehrenlos, dieser Lehrer. will go to the mapping node. This mapping node is not doing anything. Ah, okay. I forgot to plug this into the vector. This Das sollte man auch mal machen. Sieht bei mir immer noch scheiße number aus. one. This is a mistake that we did. Let's keep on going. So we're combining this. So this is doing some distortion. Let's see. Genau. This mapping node is responsible for rotating the whole result, and this Voronoi texture is responsible for creating these circles that looks like storms. And then we're Genau. combining both of them together by using this mix. Okay, up until Warte mal kurz. Der hat 3 Stück. Der Typ hat 3 Stück. Achso, das ist das hier, habe ich auch 3 this Stück. point, I don't see a mistake. So let's keep on going. Dann gehen wir hier rüber. Hier haben wir dann zweimal dasselbe gemacht. Genau. We connected this to the wave texture, which we're actually combining with another wave texture. Okay, this is straightforward, but Genau. something weird happening here. Okay, we're combining it with white color. I don't think that this is right. Let's try to combine it with the original mapping setup, like so. Ah, okay, this will look way better. Let's do the same. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Nein, 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 nein. Ich habe irgendwas gedrückt. Scheiße. Ich habe irgendwas gedrückt. Fuck. Ich habe irgendwas gedrückt. Ich habe kurz absoluten Herzinfarkt bekommen. What the fuck? Das war nicht mehr geplant. Weird happening here. Okay, genau. Da möchte ich jetzt gerne einen Change haben. Genau. Okay, we're combining it with white color. I don't think that this is right. Let's try to combine it with the original mapping setup, like so. Okay, dann müssen wir jetzt das noch hier reinhauen. Das sieht schon besser aus. Okay, this will look way better. Let's do Ja. the same thing here. Let's take this and plug it into the A of this add node. And yeah, this is... Okay, dann waren das ist die Probleme. Okay, da muss man nochmal das hier reinschieben und dann sieht es... Das sieht irgendwie aus wie dieses Bild von der Schrei. This is way, way better. So right now, technically, if I preview my last node, which is the principal BSDF, Control Shift and click on it, this is... Mal das hier rein, genau. Jungs, das sieht krass aus. What the fuck? Das habe ich gebaut? Das habe ich gebaut, Jungs? Wordlies? Das ist der Shit, Jungs. What the fuck? This is the result that you will get. I feel like the sun is too strong. Let's jump here. Jungs, was haltet ihr eigentlich von dem Projekt hier? Warte ganz kurz. Was haltet ihr eigentlich von, wenn wir es mal ausmachen? Das sieht noch geil aus, gell? And let's jump, make this to something like 6. And yeah. Das könnte man eigentlich auch mal machen. So Sex, das sieht auch ein bisschen sexier aus, weil Sex ist... I think this is kind of a better result. Let's jump back to the planet's surface. And let's hit A and hit the period Q to frame all. And this is basically the procedural setup that I used to create the surface of the planet. In the next video, I'm going to elaborate a little bit more and try to explain what is actually happening. Why are we doing Das sieht jetzt richtig gut aus. What the fuck? So yeah, I will see you everyone in the next video. Save your file. Ich muss auch mal kurz meine Sachen hier speichern. Gib mir mal eine Sekunde. Ich muss meine Sachen mal hier speichern. Mal ganz kurz. Ich muss auch mal meinen Skillshare. So. Ich stecke mal hier unten rein, weil dann haben wir vielleicht etwas. Dann seht ihr es auch ein bisschen besser, meiner Meinung nach. So, weiter oben seht ihr sonst nicht so viel. Aber sich ganz kurz das Shit speichern. Gib mir kurz eine Sekunde. Save as. Genau. Blender. Jupyter. Live Project. So, gespeichert. Perfekt. Perfekt an der Stelle. So, jetzt ist der Scheiß mal gespeichert. Perfekt. Und dann machen wir es ja gleich weiter, würde ich sagen. Ein paar. Machen wir gleich weiter. Morgen 2 Stunden LK-Test. Englisch und dritte Geschichte, 4. Ethik. Da gibt es auch Noten. Da gibt es auch Noten. In Ethik gibt es Noten. Dann 5. Stunde russische Text auf Russisch lesen und dann auch noch 6. Stunde, aber da gibt es keine Noten. Das ist doch chillig wenigstens. Wenigstens eine Stunde, wo man nicht bewertet wird. Woo!
Lädt sich jetzt schon geil aus. Ja, irgendwie schon. Man muss aber auch sagen, dass irgendwie auch im Blender sieht das irgendwie mal ganz kurz. Habe ich das irgendwie geschrinkt oder so? Ach, deswegen sieht es bei euch so komisch aus. Bei mir sieht es, ich habe eine runde Sache und bei euch sieht es aus wie so ein Ei. Deswegen. Jetzt wundere ich mich ganz, wie es so komisch aussieht. Aber es macht Sinn, Digga. Luise, was geht ab, Boy? Schön, dass du da bist. Hast du den Sonntag... Digga. Hast du den Montag überlebt? Wie geht's? Wie steht's dir? Hoffe, du hast einen angenehmen Montag gehabt und hast ihn überlebt. Du bist nicht mittendrin gestorben wie Adrian, der Arme. Ich sehe es schon kommen, morgen aufwachen, kotzen, weil ich zur Schule muss und dann nochmal kotzen, weil ich in der Schule bin. Ja, macht es, mein Bro. Macht es. Kotz einfach mal eine ganze Bude voll. Das ist die Strategie. What the fuck? Also kurz für alle Leute, wo es interessiert. Das hier ist das Ziel, was wir vorhaben. Und da sind wir gerade. Jetzt haben wir diese Map hier gebaut. Sind wir von einem Cube sind wir jetzt zu unserem Kreis gekommen, zu unseren Farben. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen den anderen Rest bauen. Und dann haben wir auch bald unsere eigene erste richtige Animation. Das wird richtig geil werden auf jeden Fall. Ich esse jetzt meine Pizza. Ess es, mein Freund. Ess es an der Stelle. Hi, this is a follow-up to the previous video. In this one, I'm going to try and break the logic we built our node tree around in the previous video. Basically, how to do operations between the texture and the texture coordinate node. Das ist mehr so ein Tutorial, wie was sie bedeuten. Welcome everyone back inside of Blender, and as I mentioned, my goal throughout this video is to give you a solid understanding of mapping and how you can distort textures and all of that. So this is a really basic setup. This is just an image that I have downloaded from Unsplash. It is a picture of a nice city, and all I did was basically to add a plane and I slapped this texture on it, and that's all I did, nothing more. As you can see, this is the most basic setup that you can do. Material output, principal base DF, and just one image that I'm using as a base color. Now, let's say hypothetically, I want to distort this image, and I will get back to that analogy I explained before in a little bit. The thing is about, for example, the photo editing apps that you use on your phone, or you use, for example, Photoshop or any editing software. Most of the time we think that, okay, you will have the image, and if you want, for example, to apply some sort of a distortion for it, most of the people will think like, okay, this is the image, and maybe, just maybe, there is a node in Blender that you will put it right here, and this node will do the distortion. Kannst du mir aufhören, über Gott zu reden? Sorry. Nicht mal kurz schon die Seele aus dem Leib. Oh, Miesel, du armer Digga. Würde gerne die Schule abfackeln. Ich glaube, jeder Mensch, der zur Schule geht, hat mindestens einmal sich vorgestellt, die Schule abzufackeln. Jeder. And I wish it was that easy, but Blender doesn't work that way. The analogy that I always use to explain this, think of the texture as something liquid, something you cannot shape. But what you can do is to change the shape of the thing that it will be put on. For example, the analogy I used in the previous video, think about it as water. You cannot change the shape of the water, but what you can do is to change the shape of the plate, basically, that will contain the water. Also ich bin ehrlich, das macht alles, was es sagt, aber ich verstehe nicht, um was es geht überhaupt. Aber wenn man sagt, dann funktioniert es nach einer Weile. What is the plate? The plate is basically the mapping setup. If I just select this node and I hit Ctrl T, Blender will add a mapping setup into this node. You might be wondering, automatisch, okay, wenn man Ctrl T macht, okay. The mapping setup is basically this texture coordinate. And here's how. Wo streamst du noch? Ich stream noch. Ich mache Multi-Streams auf YouTube und auf Twitch meistens. You should think of this texture coordinate node. It is basically a node that will tell Blender how it wants or how to put the image onto the surface of an object. And there are different ways to do this. If I Control Shift and click on the first one, which is generated, this is one way of how Blender will put the texture. Ich glaube, Nodes muss ich mir mal ganz alleine nochmal anschauen. Camera, the image in the ich glaube, das ist nur eine Erklärung jetzt, wie das Sach funktioniert. Das muss ich mir selber mal anschauen. Right now we're doing some as you want. Also here, this is basically what we did during the last video. And just to finish everything, whenever you find yourself using or actually plugging something into the vector image, okay, das ist eine Sache, die lerne ich nächstes Mal. Wenn ihr mir im Chat mitmacht und es gerne anschauen will, sagt es mir einfach kurz.
Aber ich glaube, ich würde es fürs erste Mal überspringen, weil es hat ja nichts mit dem Tutorial zu tun. Das wäre dann nur Erklärung, wie es funktioniert. Was interessant ist für mich, aber für euch jetzt total langweilig wäre. Deswegen machen wir gleich hier ins nächste. Jetzt machen wir die Ringe. Ey! My boy kriegt endlich mal Ringe. In this video we are going to create the rings around our planet. Nice, endlich. This will be fun. Let's go. Okay, hello. Let's fucking go. Inside of Blender, and as I mentioned in this video, we are going to create the rings around our planet. Let's fucking go. I'm going to jump here, and I'm going to add a circle. So go Shift A, under Mesh, you will have an option for circle. Jump to the edit mode by hitting Tab. Make sure. Okay. Tab, circle, genau. You select all of your mesh by hitting A, and then hit S to scale it. Circle, A, S. Genau. Let's make it slightly bigger. And now this is just a simple. Machen wir mal so. Ja, machen wir mal so fürs Erste. Basically a line of points. What we want is to extrude it so that we will have an actual mesh, actual faces. To do this, while you're selecting your entire circle, make sure to hit E to extrude. Okay. And then hit S for scale. And this will give you something that... I. Nehmen wir mal A. I. Nee. Which? Under Mesh, you will have an option for Circle. Jump to the Edit mode by hitting Tab. Make sure you select all of your mesh by hitting A, and then hit S to scale it. Let's make it slightly bigger. And now this is just a simple, basically... Genau, das haben wir dieses Circle, das wollen wir aber nicht. What we want is to extrude it so that we will have an actual mesh, actual faces. To do this, while you're selecting your entire circle, make sure to hit E to extrude. I und S. And then hit S for scale. And okay, also alles hier aussuchen mit A, I, S und dann S rein. This will give you something that look like so, which will allow you to create this thing that look like basically a ring around our planet. So let's say something like so. In case you find it a little bit too big or a little bit too small, you can always just get back and change it later. I'm going to hit F2 for a name and let's call it rings. 2 Ringe. Genau. And right now I'm going to click on new for a new genau. Nein, Planet haben wir schon. Jetzt wollen wir die Ringe machen. Genau. Material. And I'm going to call this also. Jetzt nehmen wir jetzt auch mal hier Ringe. Genau, das müssen wir die Material für die Ringe machen. Genau. Perfekt, jetzt machen wir. Digga, das wird geil, Digga. Ich habe richtig Bock, Alter. Meinst du, es wäre schlecht, wenn ich Bier und Wodka mit in die Schule nehme und ich mich voll saufe? Ja, du musst dich daheim voll saufen und dann so in die Schule gehen. So rum. Weil wahrscheinlich sind die Lehrer schneller da, als du Bier und Wodka wegsaufen kannst. Das Tolle ist, die Idee ist, wenn du dann daheim trinkst, kannst du in der Schule kotzen, also kannst dann nach Hause gehen. Frag Nairo, der weiß alles. Der kennt alle Strategien. Let's move to creating the material for the rings. Genau, machen wir Materialien jetzt erstmal. Planet and hit H just to hide it moment. Planet, okay. Ha, wir haben keinen Planeten mehr. Scheiße. Momentarily, I'm going to select the rings and let's say just jump to the normal viewport shading mode. We don't need the rendered view. And right now, let's start thinking about how we are going to create these rings. Basically, the rings are just a bunch of circles. Yeah. So technically, if you think about it, if we can add, for example, a wave texture which will give us straight lines, if we can figure out a way of how to make the texture as circular waves, we will be good to go. And that's exactly the process we will do during this video. So the starting point, I'm going to go Shift A and look for wave texture. Shift A, wave here, Control texture. Shift and click on it to be able to preview it. And this is how it look like. So now. Und dann Control Shift, dann haben wir hier das ist. Genau, das wollen wir machen an der Stelle. Genau. Die könntest du nicht wegnehmen wegen dem Tornado. Ja, aber dann hast du ja als Minderjähriger, also ich gehe davon aus, dass du minderjährig bist noch,
in der Schule ja gesoffen. Es macht mehr Sinn, betrunken zur Schule zu kommen und dann bist du ja schon im Intus und alles und dann kannst du eine Runde kotzen gehen, dann kannst du wieder nach Hause gehen, bisschen pennen und Leben ist wieder geil. Okay, weil du jetzt alles weißt, wie kann man aufhören, im Strahl seine Seele auszukotzen, lass es raus. Einfach rauslassen. So the question becomes, how can we transform this into circles? If you watched the previous video, when you think of changing the shape or thinking about how a certain texture is mapped on the surface, you should always think that we will be doing some processes on the left on the node, on the way of how the texture is mapped. To start everything, I'm going to go Shift A and let's look for texture coordinate. Texture coordinate, okay. Texture Coordination. Genau. Perfekt, wir mal so rein. This is a really handy node. I think you should know that by this point, because it is the node that tells Blender or that gives us certain informations about how to map a certain texture on the surface of an object. Okay, somit kann man dann das ändern. Okay, macht Sinn an der Stelle. Wenn du alles weißt, was ist der Sinn des Lebens neben im Lyro rein... Was der Sinn des Lebens ist, ist für jeden anders. Jeder hat seine eigene Mission. Ich habe meine Ziele, du hast deine Ziele. Es gibt keinen einen Lebenssinn für alle. Es gibt nur Lebenssinn für jeden Einzelnen. Und dann quasi der Zweck, wieso du lebst. Deswegen. Wenn ich das sehe, erinnert mich Blender von der UI an Unity. Ja, ich habe es halt gerade auch hier auf professionell mehrere Fenster. Ich bin natürlich vor 22 Minuten, oder wie lange streame ich jetzt eigentlich schon? Ich habe absolut die Zeit vergessen. Ich bin schon fast seit 2 Stunden live? What? Okay, nicht schlecht. Aber ich habe es vor einer Stunde oder so nicht mal gewusst, dass man das machen kann. Aber danke, ja. Ich bin Profi-Blender-Künstler. Profi-Blender-Künstler, das ist kein Deutsch. Never mind, Digga. Stell was geht ab, Boy? Hast du den Montag überlebt oder bist du gestorben dran? Reason sei Planet. Kunst. Ja, das ist wahre Kunst. Was ihr halt nicht seht, ist, dass wir einen Planeten gerade gebaut haben. Wir haben Jupiter gerade gebaut. Und jetzt bauen wir gerade die Ringe für Jupiter. Deswegen. Right now you might think that this texture is not using any sort of coordinate map. Ich existiere, ich weiß. By default, when you only have das freut texture mich. just floating right here by itself, Blender is automatically applying the generated, I think. Let's see. Yeah, it is basically the same as generated. So even though it is not plugged to a texture coordinate, inside this node, Blender is actually secretly using the generated texture coordinate map. Because we want something custom to us, we're going to change it to UV. But something weird will happen. Everything will turn black. While you're selecting your rings, if I jump here in the object properties or the object data, you will have here UV maps. And basically each object does have a UV map. So right now this object doesn't have Macht das Sinn? Ich glaube schon. Yes, there is a UV map layer here, as you can see. But this UV map is actually empty because we didn't UV unwrap our model. So to do this, let's jump to the UV editing and UV editing, genau. Basically, we'll have your rings right here in the editing mode. Let's jump to selecting faces and let's select all of them. Genau, und dann these, basically by double clicking on one of the edges. Okay. Was? Double-Click auf die Edges. Kann ich einfach klicken und fertig? Ja. To select the entire ring or the entire loop and then hit U for unwrap and you will U für Unwrap. We'll have an option for follow active quads. Click on it and hit OK. And for whatever reason, we're not seeing anything. Ja, mal ganz kurz. A, U, ja, fertig. Here. Okay, something really small right here. Scale. No, this is not it. Something wrong is happening. Let's try again. Select all of these. Natürlich ist es falsch, Digga. Wieso machst du einen Kurs und dann sind da Sachen falsch dran? I'm not seeing anything here. Let's make sure this is enabled. Okay. Oh, wow, interesting. I seem to not see my UV map. Follow active quads. Okay.
Okay, something weird is going on, so I'm just going to jump to the object data, and under UV maps, I'm going to get rid of this and create a new one. And let's Okay. try it again. A, U, da, Python-Fehler. Fick dich. Hit U and follow active quads. Okay, now it worked. Wieso funktioniert es bei dem? Was hat der jetzt anders gemacht? Hä? I'm just going to jump to the object data, and Ja. under UV maps, I'm going to get rid of this and create a new one. Achso, ja, okay. Nevermind. Neues machen. And let's try it again. Jetzt machen wir nochmal hier A, U, E, ja. Hit U and follow active quads. Okay, now it worked for whatever reason. I actually Nice. don't know what happened. So in case that problem happened to you also, just create another layer for the UV map. What I did is basically to, as I said, to select the entire loop, hit U and follow active quads and hit OK. This will give you the following result, which is basically a line of squares. What we Okay, interessant, Digga. Wie kann man am besten kotzen? Man nimmt den Zeigefinger und den Mittelfinger, steckt ihn in den Mund nach hinten, bis du würgen musst. Einfach weiter nach hinten und dann musst du absichtswürgen und dann klappt das Ding. Ja, kann man auch machen, aber man kann auch andere Sachen dafür What we want to nutzen. do right now is to pack all of these squares inside the main square, which actually you should be able to see underneath this one. So hit A to select everything, and if you go to UV, you will have here an option called Pack Islands. So when you click on it, you will have this menu. Just hit OK. Warte, was? Wait a damn What to minute. do right now is to pack all of these squares inside the main square, which actually you should be able to see underneath this one. So hit A to select everything, and if you go to UV, you will have here an option called Pack Islands. So when you click on it, you will have this menu. Just hit OK, and everything will be packed inside this square. We want the squares to actually fill the entire canvas of this square. So select all of these points. Now let's make sure you are in the vertex mode. Select all of these points. Hit N to open the sidebar, and if you move this to Y, or actually if you move hit N to open the sidebar, and if Achso, dann alle öffnen, N. Was sagt der N, ja? If you move this to Y, or actually if you move this on the X and change this to 1, they will be perfect. Dann machen wir daraus eine 1. Oh, okay, nevermind. Warte kurz. Z. Jetzt machen wir alles raus und dann machen wir daraus jetzt eine 1. Genau. Jetzt haben wir das alles aus. Der hat das ausgewählt. Daraus machen wir jetzt eine 1. Hier? Ich mag jetzt gar nicht mehr. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin absolut verwirrt. What the fuck? Träumst du morgen? Wenn ja, wie viel Uhr? Morgen hier. Machen wir wahrscheinlich morgen mache ich wahrscheinlich wieder einen Stream 19 Uhr. Machen wir wahrscheinlich weiter mit Blender, wenn es nicht funktioniert. Das ist doch ganz einfach. Du musst einfach nur die Shortcut UDT plus R, Shift R plus gleichzeitig drücken und dann. Ach so, Digga! U plus D plus R plus Shift plus hoch plus minus. Stereo, Digga. Boah, Digga. Ohne dich hätte ich das jetzt nie geschafft. What the fuck? Danke, Bro. Oha. Du absoluter Ehrenmann. Oh, danke. Und dann 1. Nee, das mag er mich gar nicht mehr. Genau, dich schieben wir mal auf 0. Oder auch nicht. So, und dich will ich jetzt aber stretchen an der Stelle, du kleiner Bastard. All of these squares inside the main square, which actually you should be able to see underneath this one. Ich speichere mal ganz kurz. Nur sicher zu gehen an der Stelle, deswegen.
Wo ist hier wieder was rausknallt, Alter? Otzlo, ey, was geht ab, Boah, schön, dass du wieder da bist. Doch einfach Alt 4, Digga. Jawohl, Digga. Alt 4, yeah! Nein, Digga. So hit A to select everything, and if you go to UV, you will have here an option called Pack Islands. So when you click on it, you will have this menu, just hit OK, and everything will be packed inside this square. We want the squares to actually fill the entire canvas of this square. So select all of these points. Oh no, let's make sure you are in the vertex mode. Select all of these points, hit N. Achso, der macht auch nicht alle, der macht nur die Hälfte. Okay, das ist smart. Okay, das ist... Okay. To open the sidebar, and if you move this to Y, or actually if you move this on the X... Ja, okay, jetzt machen wir das zu 1 und dann... Ah! Ich bin der Schlauste! Ich bin... Wieso kriegt eine Benachrichtigung? Wieso kriegt eine Benachrichtigung, neuer Abonnent hier? Danke für den Follow. Ich weiß ja nicht, wieso ich eine Windows-Attacke dafür bekomme, aber sick, Bro. Patricia, danke für den Follow. Thanks, Bro. I guess. Okay, I guess hört sich richtig ehrenlos an, wenn ich I guess sage, Alter. Oha, Digga, ich bin halt richtig wie so ein Bastard, Alter. What the fuck? Vielen Dank für den Follow, Bro. Sehen wir uns morgen, Digga. Ciao, ciao. Schön, dass du da warst. Kein Problem, ich helfe immer gerne. Das freut mich aber. Ich habe abonniert, das weiß ich doch. Du hast schon vorher erzählt, dass du hier schon ewig dabei bist. Danke nochmal, Bro. Bedeutet mir viel. And change this to 1, they will be perfectly on the edge. So all of these are 1, which is perfect. Let's see all of these. These should be 0. So okay, dann mache ich jetzt die und die müssen alle 0 sein. Okay. make sure they are 0. These ones also should technically be 1. Die oben müssen 1 sein. Nein, die sollten 1 sein. And okay, sorry, 1. And all of these should be 0. And they are not zeros. Mal ganz kurz, das obere sollte 1. Achso, halt, jetzt habe ich es falsch eingegeben. Hallo. 1 sein. Nee. Das passt schon so wahrscheinlich. Was ist denn jetzt los? Ich will nur wissen, wie die sind. Nevermind, ich bin absolut verstanden. And this is how we UV unwrap the string. Now, if I jump to the layout, you will be able to see how this wave texture right now. Oh shit! Oh shit! Das sieht geil aus. What the fuck? Oh shit! Dann brauchst du viele Blende. Ich habe keine Ahnung, Bro. Ich habe absolut keine Ahnung, though. Ich habe absolut keine Ahnung. Was bringt es dir, wenn du eigentlich Blender kannst? Ich kann so viel geilen Shit machen, wenn ich Blender kann. Nur als Beispiel, sorry, so ganz kurz für alle, wo ich jetzt wirklich hier am Projekt weitermachen. Ich muss aber das ganz kurz euch zeigen, weil es mich jetzt doch irgendwie das heißt hier triggert. Triggern hört sich falsch an. Was mich aber voll interessiert ist, also ist ja nur genau den Bericht habe ich mir angeschaut. Das ist nur ein Beispiel, was man alles machen kann, wenn man blendern kann. Es gibt von mir noch ein Tschüsslied. Ey, das freut mich zuerst noch, wenn ein Tschüsslied geht. Hau mal raus, Diggi. Hau mal raus. Ich schaue noch kurz nebenbei was an. Aber hau mal raus. Nur mal kurz das zu zeigen. Der Typ hat Blender gelernt und hat jetzt dadurch selber... Mal ganz kurz Musik ein bisschen leiser machen. Just needed to be rendered once because they didn't have any animations and having a hard time keeping up with you to various places. Genau. Including und das hat er sehr gebaut. Der hat einfach das als ein Startbildschirm. Der beginnt sein Stream mit diesem Outfit. Das hat er sich selber gebaut. Und jetzt kann er eben im Screen reinlaufen. Schau, jetzt chillt er hier mit dem Popcorn, Alter, und wartet hier. Wie krass ist das, Digga? Der baut sich solche 10 selber. Oder wenn du auch nur eingibst, Blende Animation. Also ich lerne es hauptsächlich eigentlich für den Stream, bin ich ehrlich. Aber wenn du mal anschaust, Digga, was hier für krasse Filme kommen.
Oh, das ist falsch, aber. Wenn man mal schaut, was man alles hier machen kann für Animationen. Man kann ja dumm Shit machen, wie das hier. Man kann den behindertsten Shit hier machen. Oder man kann, V-Roid Studio Blender. Genau. Oder man kann, wo ist der Bre jetzt hier? Nicht, V-Roid Studio, V-Roid Blender. Genau. Oder man kann geile Kurzfilme drehen wie der Bre hier. Der Bre hat einfach einen Kurzfilm gebaut. Like, oha. Wie fucking krass. Like, what the fuck. Der baut einfach einen ganzen scheiß Film daraus. Und das finde ich cool. Das was ich auch machen an der Stelle. Und das finde ich irgendwie cool daran. Er baut hier richtiges eine Sachhaus. Oh, die Zelle der Grusel hat mir gerade einen Kick gegeben. Was stand da gerade? Wait a second, was stand da dran da? Damn. Und ich finde es einfach cool, auch wenn es sehr übertrieben ist an der Stelle. Aber ich finde es sieht irgendwie cool aus. Hallo, aber ich will sowas können einfach. Ich finde es geil und I mean like, what the fuck, wer will sowas nicht können? Also ich gibt es ein paar Leute, die es natürlich nicht können, aber ich finde es wichtig, also ich fände es wichtig zu lernen für das, was ich vorhabe. Weil ich will das ja lernen, damit kann ich dann meinen Stream verbessern, die Alerts machen, den Stream besser aussehen lassen, besser einen Avatar machen, wie jetzt ich jetzt habe, ein bisschen besser aussehen, denn ich könnte einen besseren Hintergrund mir bauen. Ich könnte so viele geile Sachen damit machen. Weil wenn ich halt ein 3D-VTuber bin, soll ich auch 3D modellieren können, damit ich mir geileren 3D-Umgebung geben kann. Und somit den Stream 100-mal verbessern. Und das ist die Idee danach. Das ist die Idee, die ich habe zumindest an der Stelle. Now is mapped in the shape of different circles that gets bigger and bigger and bigger, which is exactly what we want. Now, it's a piece of cake. All we're gonna do is to just try and make it look good. So here's how we will do it. While I'm selecting this wave texture, I'm actually going to add a noise texture. So go Shift A and let's look for a noise texture. I'm going to plug it right here and make sure the socket goes into vector. So technically, if you really understood what we talked about last time, this wave texture right now is doing some weird distortion stuff on the noise texture. Let's make sure to look at the factor by Control Shift and clicking on this, so we're seeing the factor, and this is the result we're getting. I think I need to make this scale a little bit smaller, so let's lower it down. Let's say something like 1 for now. Okay, let's try 0.5. Maybe 0.1 will do the job. So this is 0.1. Reduce the details down to 0. Detail scale down to 0. And this is also... Wave, oder muss ich gerade neues Texture machen? Ne, der macht Wave. Okay, 1.0. 1.0, 0... Details 0. Decent Scale 0. Also down to 0. And let's play a little bit. Da machen wir den Rest einfach mal auf 0. Wie sieht es bei dem geil aus? Bei dem sieht es jetzt schon geil aus. Habe ich irgendwas falsch eingestellt? Wieso sieht es bei dem so geil aus? Mal kurz eine Sekunde zurück. Factor, and this is the result we're getting. I think I need to make this scale a little bit smaller, so... Ich habe das auch UEV-Werkzeug, genau, passt doch an der Stelle alles. So let's lower it down. Let's say something like 1. Genau, bleiben wir mal bei dem jetzt einfach, würde ich sagen, genau. Das sieht sehr weird aus, aber jetzt habe ich zumindest... Hallo. Dieses kleine Fenster killt mich noch, Alter, ich schwör's. Ja, okay, es sieht noch nicht heftig aus, bin ich ehrlich, aber besser als hätte ich gar nichts. Wie zum Fick bewege ich mich? Sehr komisch. Ah ja. For now.
Okay, let's try 0.5. Maybe 0.1 will do the job. So this is 0.1. Reduce the details down to 0. Detail scale down to 0. And this is also down to 0. Okay, das machen wir Let's so an der play a Stelle, würde little ich bit with the sagen. settings of this bad boy right here, the noise texture. I'm going to bring the details maybe up to 5. And let's try to bring the distortion up to... Okay, I guess 2.5 will do the job. And then to make the whole thing a little bit punchier, I'm going to add a color ramp. So go Shift A and let's look for color ramp. Color Ramp. Ich habe irgendwas falsch gemacht, glaube ich, weil bei mir sieht es noch nicht so geil aus wie bei ihm. Verstehe noch nicht ganz an der Stelle, aber ja. Boah, ich schwöre, Zelda war die beste in meinem ganzen Leben. Fühle ich. Ich will wieder Zelda-Streams, Alter. Digga, Zelda war immer geil, Digga, ich ganz ehrlich. Die waren immer cool. Da kannst du sagen, was du willst. Ramp, color ramp, and let's put it here. I'm going to make it way more contrast. Das sieht gut aus. Something like so. Okay. Ja. Ja. So, na? So sieht gut aus. This is looking good. Let me just bring these here. Ja. And if I Control Shift and click on this. Control Shift und das. Aha. Okay, nothing is visible. Let's plug this to base color. You should get the following result. And let's also... Ja, perfekt. Das kriege ich wirklich. Nur meine Kamera ist ein bisschen scheiße, Digga. Ich bin ganz ehrlich. Die Kamera fickt mich ein bisschen, ne? Ja, sieht nicht schlecht aus. To cycles to see how it look like. There are a couple of issues regarding these rings right now. The first one being that they start really harsh. This cutting line is really harsh, and also they end in a really harsh way. This is number one. Number two, we want the black parts to be actually transparent. So we need to do that, and also this is really low res because you can clearly see the different edges of this ring. So we need to add more subdivisions to it. So, Digga, was, Digga. Hey! Interessante Sache an der Stelle. Ich habe während Corona-Zeit damit angefangen, habe dann mein Lieblings-Support durch Zelda gefunden. Dann habe ich den ganzen Tag Zelda gespielt und YouTube geschaut. Fühle ich, Bro, fühle ich. Ich würde töten, um wieder in 2020 zurückzugehen, zurück in 2020 zu kommen. Na, Digga, wüsste ich jetzt eher weniger. Also es war cool, dass man den ganzen Tag daheim war und es war auch der Beginn von meinen Streaming-Zeiten, was echt geil war. Aber ich hatte so keinen Bock mehr auf Schule. Berufsschule ist zwar auch scheiße, aber 100-mal besser als normale Schule. So these are three problems. The easiest one to solve would be to just add more geometry. So jump here, add modifier. Was hat er gemacht? Immer wenn ich im Chat lese, dann macht er irgendwas und ich verstehe nicht mehr, was er macht. Low res because you can clearly see the different edges of this ring, so we need to add more subdivisions to it. So these are three problems. Genau, the easiest one to solve will be to just add more geometry. So jump here, add modifier. Let's look for subdivision service. Subdivision Service, Digga. Ich komme hier rein als fucking Subdivision. Ich speichere mal, weil das hat mir gerade ein bisschen lang gedauert. Meine Fresse sieht das clean aus. Surface, and let's bring the levels to 2. Okay, we got rid of that problem. Everything is smooth right now. Let's jump right now to the second problem, which is making the edges kind of smoother. Or let's say to create or add some sort of fade. So from basically emptiness or totally transparent. Freut mich. Become visible. And the same thing also from this area right here. They will start as transparent and they will slowly fade in. Let's jump back to the usual viewport shading because it's faster. And now how can we do this thing of creating some sort of fade? Whenever you talk about fading, you talk about a gradient texture. Basically, if I go right here and let's look for gradient Texture. Ich krieg gerade so viele neue Texturen, die ich davon noch nie hatte. Oh no, yeah, it is this one, gradient texture. Make sure to take the UV and plug it here. Jetzt muss nach da hinten und die UVI hier rein. Vektor, nice. Shift and click on this node. Shift, nein, habe ich einfach mal. Okay, was zum Fick ist das? And you will have this fade. What we're going to do is to use this gradient texture as a mask. So the black areas will be invisible and the white parts will be invisible. Okay, das macht Sinn an der Stelle, aber ja.
Wollte auch mit niemandem reden können, um 7:45 Uhr aufstehen und dann um 8 Uhr am MacBook gucken, um Schulunterricht. Alter, ja, das ist auch geil, muss ich gehen. Hier schlafen, ciao Leute, schön, dass du warst. Da warst, mieselige Schlaf, mein Freund. Ich hoffe, ich hab dir Lied noch genossen, Digga. Auf der Heide höre ich immer wieder gerne, vor allem wenn du es hier singst. Tschüss, tschüss. Tschüss, da war's, Digga. Wir sehen uns vielleicht morgen wieder um 19 Uhr. Ich freue mich. Wenn ich sagen, ist sowas von bar, Alter. Ich dachte, wir hätten günstig. Okay, das ist nur digital. This fade to actually go from this area, or let's say in this direction, and also in this direction. So to achieve this, I'm going to duplicate this color ramp by hitting Shift D, and let's put it here. You can hit the backspace to reset it to its default value. Shift D. Ich zeichne, ich will nicht zeichnen. Nee. Was hat er gesagt? Muss ich machen? Space. This fade to actually go from this area, or let's say in this direction, and also in this direction. So to achieve this, I'm going to duplicate this color ramp by hitting Shift D, and let's put it here. You can hit the backspace to reset it to it. Backspace. Ah, here's it. Default value. Let's hit this plus button right here, which will add another flag in the middle. I want it to start as black, which is here. I also want it to end with black, which is the other direction. And in the middle, I want it to be white. And this is basically how you create this mask. Now, all we have to do is to... Nein, mal ganz kurz. Das in der Mitte muss weiß sein. Das hier draußen muss schwarz sein und so kriegen wir das hin. Genau. Figure out a way to tell Blender that, hey Blender, use this, or both of these two nodes, as a mask for all of these. And how can you do this? By adding a mixed color node. Ah, natürlich wusste ich natürlich an der Stelle, aber ja, wieso nicht? Wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, war das eigentlich die beste Zeit, der man so unbesorgt war und sich um nichts kümmern musste, außer um die Schule. Verstehe ich, kann ich verstehen. Wenn du das so sehen willst, ja. Aber ich bin ganz ehrlich, hört sich echt weird an. Aber ich mag es eigentlich, erwachsen zu sein. Also ich mag es, dass ich nicht mehr in der Schule bin und Eigenverantwortung habe. Weil ich merke einfach, dass ich jetzt daran wachse auch zum Teil. Und durch diese mehr Verantwortung, aber auch mehr Spaß hat natürlich an der Stelle. Natürlich habe ich jetzt in der letzten Zeit auch extrem viel Stress. Vor allem im Privatleben. Aber dieser Stress tut mir gut und das ist kein schlechter Stress, der mich krank macht, sondern ein guter Stress, der mich stärker macht, der mir, ja, eine gesunde Art von Stress, würde ich mal sagen. So go Shift A and let's look for mix color. Was mich halt einfach nicht faul sein lässt. Und ich habe trotzdem noch mit Ozello eine Runde Wasser, da bin ich doch ein bisschen faul, bin ich ehrlich. Da bin ich dann doch ein bisschen faul, dann zeige ich auch mal mit Ozello eine 1-2 Rundchen noch Apex. Mit diesem Ehrenmann. Der sehr komisch ist. And I'm going to take this into B and... Was hat er jetzt gemacht? Use this, or both of these two nodes, as a mask for all of these. And how can you do this? By adding a mix color node. So go Shift A and let's look for mix color. Genau, was wir gerade gemacht. So geht oben rein. To take this into B and achso, die Color, nochmal Color hier B rein, genau. Operation that will allow me to combine genau, schieb mal den Scheiß hier rein. Both of these, or to use this as a mask. It is the operation multiply. So let's go to multiply and bring this nochmal zu multiply, genau. Factor up to 1. Ich habe irgendwas nicht richtig gemacht, glaube ich. Jetzt hat, doch, jetzt hat, jetzt hat, es macht Sinn alles. Oh mein Gott, es macht alles Sinn. Oha, what the fuck. Nice. Du bist ein Profi, Digga. Jetzt bin ich langsam wirklich ein Profi an der Stelle. Jupiter hat aber noch keine Kringe, Digga. Doch, ich baue gerade Ringe, Digga, schau. Jetzt haben wir bald schon Jupiter mit Ringe, Alter. Das wird, oh, das sieht so geil aus irgendwie. Ich finde es so geil gerade, Alter. Ich hab so Bock an der Stelle, bin ich ehrlich. Schuhe finde ich untergraben. Na, Digga, fahre ich absolut nicht, Digga. Siehst du, du magst mich auch und ich brauche und brauchst mich, Digga.
Die Nachrichten sagen was anderes. And boom. Now it start from black and then it will also goes into white to totally visible and then it will go down to black. Don't worry about the black parts because these black parts will become invisible. That will be really simple. Don't worry about it. And now the last thing we're going to do is to set up the whole thing basically to work. Let me bring both of these two nodes here. First of all, how can we... Okay, toll, Digga. Wir machen jetzt, wir kriegen das jetzt geht's erst darum, wie man den Shit zum Laufen bekommt. Das finde ich echt toll, Jungs. Black areas into transparent areas. Das ist nicht mein Ziel gewesen. Is to open under... Oh, okay, you don't even to open. You will have this option for the alpha, which controls the transparency. If I just jump to the render view, okay, nothing is happening. Oh, okay, because I'm not looking at this, so Control, Shift, and click on this. Right now the alpha is 0, so when I start bringing this up, it will start to become more and more visible. So technically, if I take this and plug it into alpha, it will have the following... Listen, alpha... Oh, okay. Following result. This should be clearer maybe if I just jump to the viewport shading. Okay, it is not that visible, so let me get back to the render view. Just trust me, this is actually fading and you can see the clear fading happening. In case you want to make it even smoother, you will add a math node. So let's go Shift A and let's look for math. Math, Digga, ja, Digga. Ich hab schon immer Bock auf eine Math Node, Alter. Let's fucking go. Wir haben noch ein bisschen Math rein, Digga, für den Kick, Jungs. Math, let's put it here, and here's another handy shortcut. If you want to take both of these and plug them here, all you have to do is to hit Control and take both of these and let's put them here, and let's take this and plug it into the first one and change. If you want to make it even smoother, you will add a math node. So let's go Shift A and let's look for math. Let's put it here. And here's another handy shortcut. If you want to take both of these and plug them here, all you have to do is to hit Control and take both. Aber denn, nein, das war nicht die Idee. Ich will nur gerne das hier hoch. Mal so. Kontrolle, zack. Zack. Nee. Both of these and let's put them here. And let's take this and plug it into the first one and change the operation from add to power. And this will allow you to control how smooth the transition is. Let's say 1.2 I guess will do the job. And lastly but not least, let's give this whole thing a color. So go Shift A and let's look for mix color. Natürlich finde ich unser gutes alte Mix Color. Das haben wir hier heute zum 20. Mal jetzt schon geholt. Unser fucking Mix Color. Das habe ich glaube ich nicht Mix. Das ist nicht Mix Color. Fuck it. Ich hab's falsch hier geholt. Mix Color. Jawohl, Digga. Jetzt haben wir zum 20. Mal zwar schon Mix Color, aber jetzt haben wir endlich mal Mix Color, Jung! Going to plug it before the base color, so it will look something like the following. Mal hier rein, okay. And let's change the operation from mix to multiply also and bring. Okay, dann machen wir das mal zu... Hallo. Multiply, okay. Bring the factor up to 1, and right now, whatever color you will pick, Blender will basically use it to colorize. Ich will fucking rot. And this is exactly what we want. Oh shit, Jungs. Fucking hell, meiner hat einfach rote Ringe. What the fuck? Ich bin's einfach. Die roten Ringe sind's, Alter. Let's fucking go. Ja, aber wenn es das ist ein Falsch-Jupiter, eher Kepler 335, weil Jupiter keine Ringe hat. True. Nee, habe ich gerade Jupiter gesagt? Wait a damn minute. Ja, okay, ich bin dumm, nevermind. Ich habe absolut reingeschissen, Digga. Ich habe absolut reingeschissen. What the fuck? Okay, nevermind, ich bin dumm. Ich habe natürlich Saturn gemeint. What the fuck? Okay, das ist auch nicht Saturn. Ach, ich halte die Fresse. Was wollen wir jetzt mit diesen Nachrichten? Die sind sehr weird. Fun Fact: Die Vertikale des Ringsystems ist an manchen Stellen nur wenige Meter groß. Echt? Wusste ich gar nicht. Beträgt nur wenige Meter. Geil. Ui, weiße Stereoide. Jawohl, Digga. Wir können auch, was sollen wir für eine Farbe machen? Wir machen die Pink, Alter. Let's go, Jungs. Wir können blau, wir können grün. Boah, Digga, grün sieht irgendwie crazy aus.
So grün sieht crazy aus, gelb ist okay. Türkis sieht auch noch gar nicht so schlecht aus. Oha, Türkis ist okay, aber ich habe mehr Bock auf Rot, Digga. Wir scheißen auf alles, Digga, ich mach rote Ringe. Fickt euch. Ist mir scheißegal, es wird rot, Alter. Leck mich. Let me get back to my usual view and also let's make sure our planet's surface is Das Geheimnis wurde gelüftet. Du bist dumm. Halt die Fresse. visible. Let's move to an angle that looks like so and let's jump to the rendered view. These are Oh, scheiße, Digga. Von der Kamera aus sieht scheiße aus, aber dann ganz kurz, wenn ich Mesh wegmachst. Oh, geil. Das sieht geil aus. our rings and they're looking dope. This is basically how you can create some rings. As you can see, actually it is not that complicated once you break. Es ist nicht so schwer, Junge. What the fuck ist das, Alter? Das hat jetzt fast 2 Stunden gedauert. To its different components. Proceduralism can be sometimes hard when you have noch 2 Stück und dann bin ich fertig. Sind wir mal noch fertig heute. Really simple, like just applying a simple wave texture, and it also can be in between, like the stuff we're doing in this course. The biggest takeaway that you should have is that this is not simple, and it took me time to actually figure out all of this, and that's totally normal because it is like we're using math for artistic reasons. Digga, der sagt mir, ich wollte gerade schon sagen, wenn der mir jetzt um die Ecke kommt und sagt, das ist selbst voll leicht, Digga. Ich hätte ihn so einige gefetzt, Digga. Das ist nicht leicht, das ist schwer. And I know that this feels like you're trying to juggle 2 different fields, but whenever you find these intersections, they are really cool. Make sure to save your file, and I will see you in the next video, where we are actually going to finalize this and render it. Woo! Yeah, Jungs, wir haben bald so ein fucking Ding fertig. Aber ich sag jetzt schon mal, ich werde es nicht live rendern, weil das Ding wird wahrscheinlich die ganze Nacht jetzt dauern. Wenn wir das noch animieren oder irgendwie. Dann wird es wahrscheinlich jetzt genau Rendering. Es würden wir wahrscheinlich ein paar Sachen noch einstellen und werden nicht mehr. Rendering werde ich wahrscheinlich über Nacht, dann werde ich es vielleicht morgen im Stream kurz mal zeigen. Hi. In this video, we're going to finalize our scene and prepare it for rendering by locking the shot and the lighting for our planet, adding some simple camera animation, and lastly setting up our render settings. By the end of this video, we'll have a scene that is ready to hit render. Hello and welcome back inside of Blender, and as I mentioned, we are going to set up and prepare our scene for rendering. We're going to adjust the composition of our shot, maybe do some animations here and there, then we will set up our compositor and render settings so that by the end of this video you will be able to render your scene. Okay, so this is what my camera right now is seeing, and I can always hit 0 from the number pad to jump to the camera view, and let me just do this and let's hit 0 again, and yeah, this is what my camera is seeing right now. Yeah, this ring right here is infinitely thin, that's why it is not visible right here. So in order to make it visible, we need to rotate this entire planet. To do this, I'm just going to jump to the viewport shading really quick. This is what my planet looked like, and I'm going to adjust and rotate all of these different elements, the sunlight, the ring, and the planet and the ring, to get a more pleasing composition. So I'm going to select all of these elements and hit, let's say, R for rotate and Y to rotate it on the Y axis, and let's do something like so, and then maybe we can also rotate it a little bit on the Z axis, so RZ to rotate it on the Z axis. What we're trying to do is basically to get a decent composition. Maybe we need to move them a little bit, GX to move them on the X axis, something like so I think will be good. And in order to see the final result, we can always jump to the rendering view. But actually I'm going to do a really stupid thing, which is to jump to the render settings, and I'm going to change the feature set. Das ist so ein geiler Angle, oder? Rotate V. Nein, ist das nicht das Ziel. Ich will alles haben. Also nicht alles, ich will nur das haben. Rotate V. Muss ein bisschen aufpassen, dass es richtig positioniert ist, okay. Kamera kann man auch noch kurz ein bisschen einstellen, dass es vielleicht ein paar Meter zurückgeht, damit wir auch das ganze haben. Nein. Ja. Jawohl. Boah. Oh shit! Jungs, der Shit leuchtet! Oha!
Oha! Ey, wie geil! What the fuck? Wenn ich die Challenge einlöse, kann ich dir irgendeine Challenge in irgendeinem Spiel geben, solange du es hast, oder? Nee, also wenn du jetzt sagst, Junge, hol dir fucking FNAF oder so eine Shit, Digga. Also wir reden von Challenges wie beispielsweise in Apex eine Challenge, in Fortnite eine Challenge beispielsweise. Das sind Challenges, die realistisch sind für mich. Wo ich wahrscheinlich realistisch noch sogar Challenges machen kann. Die größte Ringsystem, welchen wir kennen, ist wie das ganze Solarsystem. Der Planet dagegen hat einen Durchmesser von K 22.000 Kilometer. Irgendwie verrückt. Boah, redest du von, ich habe so viel früher TikTok geschaut. Also ich feiere extrem so Space-TikTok. Bin ich extremer Fan davon. Deswegen auch richtig Bock gehabt, hier als allererstes Projekt das hier zu machen. TikTok muss ich ganz kurz gucken. Da gibt es so viele geile Space-Edits. Muss ich ganz kurz gucken. Space-Edits. Das ist, glaube ich, oder? Oh, das ist ja, wo ist es, Digga? Sturmdinger waren es hier. Ich werde sowas von noch ein schwarzes Loch machen. Sowas von. Die Dinger sind so krass. Ich habe da aber sowas von noch ein schwarzes Loch hier machen. Sie sehen so geil aus. Da gibt's so viel geilen Shit, Alter. Genau. Wie hieß der Planet, Digga? Da gab's irgendeinen. Habe ich nicht sogar da? Genau, hier habe ich sogar einen. Der nur solche Edits macht. Irgendwas davon war dieser Bre, wo extrem fett war. Mars Star. Was zum Fick ist das? Oha. Ach, das ist die Farbe oder was? Okay, das ist neu. Das muss ich nicht mal. Earth to Sun. Ja, genau, der war's. Das war der. J14. Der hat ja krank viele gehabt. Meinst du den, Bro? Hast du den gemeint? Weil das war der, wo so krass war, Digga. War es der? Kannst du, wenn dich dafür interessiert, kannst du mal Space Engineer. Space Engineer. Engine einmal anschauen, Digga. I wanted to see what was at the edge of the universe. And lucky for me, there's this game that I have called Space Engine. Space Engine is a game where you can explore a 2-scale real model of the universe, including our solar system, our galaxy, and all of the billions and trillions of other planets and galaxies that exist in the universe. So I wanted to see what would happen if I used Space Engine and just picked a direction and just kept flying in that direction forever. And eventually, after flying for a really, really long time, this is what happened. Simulate. Oh, is this it? We made it. Okay. Here is the edge. Okay, so that is it. It just stops. It's like a wall. I wonder if is it spherical or is it like a cube? Big shout out to the cameraman. I wish you could this is literally the fastest you can go in the whole game. So this is what the edge of the universe looks like. That is really cool. As usual, you can watch the full. You should check out HD 100-546B, the biggest. Ist es ein Game oder? This is Google Earth right here. Ist es Space Engine? Space Engine. Ist das eine Software oder kann man sich das einfach... What the fuck?
Man kann einfach hier das Universum aussuchen. Okay, das Shit ist krass. What the fuck? Wir müssen noch unsere Sache zu Ende machen, Digga, fürs Erste. Aber das ist scheiße geil. What the fuck? Ja, korrekt, Digga. First Pirate, was geht ab, aber schön, dass du da bist, Digga. Wie geht's, wie steht's? Das Programm basiert auf einer realen Datenbank von Brüssel. What? Wie fucking krass, Alter. Das ist legit cool. What the fuck? Das ist legit voll cool. Aber ihr könnt sagen, was ihr wollt, Digga. Ich hab den coolsten. Oh, okay, I'm going to change this to CPU. You should not do that if you already set it to GPU compute. The only reason I'm doing this is that because I'm recording using OBS, and OBS is really heavy on my graphic card. That's why I'm just going to... Ich hätte eine Frage gestellt, was? Nur so hast du doch noch Overwatch 2, Digga, aber ich spiele nicht Overwatch 2. Das habe ich mir einmal runtergeladen, um mit dir in 1v1 zu machen. Change it to CPU temporarily, just so that the video will play smoothly. So let's jump to the render view, and this... Das sieht so krass aus bei mir auch. Das sieht so geil aus, what the fuck. Irgendwie sieht der Planet ein bisschen zu fett aus. This is how our result is looking like, and yeah, I think it is a decent composition. The only problem with it is maybe the lighting. That's why I'm going to select the sunlight from here, and I can always hit, for example, RY to rotate it on the Y-axis. And what I'm trying... Jetzt kann ich auch mal ausprobieren, mal ganz kurz hier. Licht, genau. Mal ganz kurz hier Licht. Rotate. Ich will dieses Shadow-Ding richtig haben, gerne. Okay, das sieht nicht schlecht aus, aber... Wir können es so machen, wir können es an sich so machen, dass wir das Licht so machen, dass es perfekt mit den Linien hier passt. Das können wir gerne machen. Wir können es ein bisschen schräger machen, aber wir wollen es nicht zu schräg machen, weil wenn du siehst, wenn man hier zurückgeht, sieht man die ganzen Partikel und die sehen echt scheiße aus. Wir wollen aber auch ein bisschen Licht auf das. Ich will halt gerne die Licht, das Licht sehen gerne, weil das sieht richtig geil aus an der Stelle, deswegen. Deswegen würde ich das so machen, glaube ich. Das sieht am geilsten aus, ja. Keine Challenge in EOW, genau. Trying to do is to get a better composition, or not a better composition, but a better lighting in my scene. Let's say something like so. Maybe I can also hit RZ to rotate it a little bit on the Z-axis to something like so. Oh, das können wir machen, das können wir ja noch machen, so Z, das Licht machen wir noch ein bisschen hier auf. Seht ihr gesagt, ja? Ja, so sieht es am besten aus. Ich würde es so lassen, bin ich ehrlich. Let me get back to this viewport shading, and I think these rings are not that visible in the rendered view. Genau, das ist das Problem. I'm going to select the planet and the rings, hit R, X, and let's rotate them a little bit on the Y. Das könnte ich ja noch kurz machen, ne? Ein bisschen so, R und dann, was, Z. J war es, was ich wollte noch. Genau, Rotation, J. Nee, das war es nicht. Dann war es X. Genau. R, X. Ja, Digga, das sieht... ja! Junge, das sieht sick aus. Scheiße. Ui. Geil.
Sieht nice aus. Ich werde mich mal wieder an mein Projekt widmen. View in Nordis. Hört sich geil an. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Digga. Ich bin ehrlich, da bin ich vielleicht doch ein bisschen zu wenig tief da drin. Aber hört sich geil an, Digga. Lass mich auf dem Laufenden. Vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder. Ciao, ciao. Schön, dass du aber da warst. X-axis, something like so. Let's also Genau. play a little bit more with the. Wir wollen auch noch offline gehen. lighting Bin ich on gleich seit wie right viel Stunden bist du and jetzt live? Y-axis. Yeah, this is Fast better. 3 Stunden. And yeah, Scheiße. I think that this actually kind of works for me. Maybe I'm going to select the planet and the ring and RY to. Ja, vielleicht will ich noch kurz das Licht ein bisschen ändern. Nee, das lass mal so. Das sieht... Mal ganz... Okay, wie machen wir das jetzt so rum? Dann rotieren wir mal das Licht so ganz anders hin. Okay, das sieht auch geil aus irgendwie. Also natürlich hier hat man mehr diesen Kick, aber... So den Schatten auf die eigene... So möchte ich es haben. Das sieht geil aus. Ah! Oder... Nicht. Ich will halt gerne, dass dieser untere Teil nicht zu sehen ist. Deswegen. Der untere Teil sieht nicht so geil aus, nämlich deswegen. Okay, wir machen das so und dann machen wir eigentlich. Okay. Stück, das ist hier kein. Okay, das bringt schon mal gar nichts, aber ich glaube, so sieht es gut aus. So machen wir es. Just still slightly less. And yeah, das sieht gut aus. Looking good. This is looking good. Das sieht fantastisch back aus. To my GPU compute. Let's just disable this and put this to 32 so everything will render faster for the viewport. And after doing this, I'm going to jump. Der ist bei Render Settings jetzt wieder, genau. Und da hat der neues Threshold 32. Genau. To the light settings from here, and let's jump to light, and you will have an option for angle, and this angle will control how smooth this lighting is. This will mainly affect the terminator line, which will basically allow me to make this transition from the dark areas to the bright areas slightly smoother. So let's set this to something like 15, and this will give you the following result. And I really like the let's say the mood, das sieht auch smooth fall that you will get by doing this. Now let's jump to doing some camera. Das sieht gut aus, ja. Okay, for camera animation, I'm going to jump to the solid view so that everything will render faster. And let's just start playing a little bit with the position of our camera. I'm going to hit JY to move it a little bit on the Y. So, kurz. Genau. Perfect, yeah. My axis so that the framing will be like so. And after doing this, here's how I imagine the camera to move. I'm just going to change from here to 3D cursor. Das machen wir jetzt dazu. Was hat er jetzt gemacht? A little bit with the position Also das ist of our interessant, camera. ja. I'm going to hit JY to move it a little bit on the Y-axis so that the framing will be like so. Ja. And after doing this, here's how I imagine the camera to move. I'm just going to change from here to Also ich muss die hier zu 3D-Cursor machen, okay. 3D cursor. What I want the camera to do is basically to rotate on the Z-axis just like so. So it is basically looking at different sides of this planet. Just like so. RZ. This I think will be good. But the question now is how can we do such thing? You might think that, okay, you can probably animate the rotation. But actually because we're rotating around the 3D cursor, there is no way to tell Blender that, hey, Blender rotate around the 3D cursor. What we need to actually do is to go Shift A. Let's add a mesh, or actually not a mesh. Let's go to empty and add a plane act. Shift A. Metal.
Das muss ich mir mal anschauen. But actually, because we're rotating around the 3D cursor, there is no way to tell Blender that, hey, Blender, rotate around the 3D cursor. What we need to actually do is to go Shift A, let's add a mesh, or actually not a mesh. Let's go to empty and add a okay, empty plane axis, genau. plane axis. By default, it will be right here on the center. We don't care about its location. We will leave it at the center. And what I want to do is to parent this camera into this empty object. Right now, it is not visible. That's why I always like to do it using the outliner. So while you're selecting your camera, hit Shift and move it inside the empty. Camera, Shift, empty. Okay. And you will notice that right now they are parented and you can see this dotted black line. So right now, whenever I move the empty, I will be moving the camera. So while I'm selecting my empty, if I hit R and Z to rotate on the Z axis, I will be able to change the position of the camera. This is a really common workflow by adding an empty object and then pairing the camera to it. This will give you more flexibility and it will allow you to do certain camera moves that are really hard to do just by... Hier ist Netflix schon, hast noch einen Rest des Streams meine Aufmerksamkeit nicht verdient, Diggi. Der ist so, kenne ich dich, Digga. Ciao, ciao. Mein Bye-Bye bekommst auch nicht, Diggi. Okay, Digga, dann tschüss, du Pisser. Animating the camera. So right now, let's animate our camera. And I'm going to change... Ich habe absolut keine Ahnung, Digga. Ich habe es halt irgendwie doch jetzt begonnen, irgendwie meinen eigenen Shit zu machen. Weil ich kenne zumindest keiner, der rote Ringe hat. Deswegen habe ich es einfach meinen eigenen Style gemacht, bin ich ehrlich. Wir können sich eigentlich auch die Farben noch ändern, oder? Oh! Okay, nevermind, ich mach meinen eigenen Shit, Digga. Nevermind, ich mach meinen eigenen Shit. What the fuck? Wie geil. Oha. Oha. Das ist geil. Ich liebe es. Digga, das ist so geil gerade. Wenn du mit ein paar Sachen so viel geilen Shit bauen kannst. Ich kann zwar einen roten Planeten machen, aber das sieht ein bisschen scheiße aus. Das passt perfekt. Oh, der sieht so stark aus. Oha. Okay, gute Nacht, Nairo. Ciao, ciao, alias. Tschüss, da was, Diggi. Noch vielleicht eine letzte Bewertung wäre noch cool. Ich will ein bisschen mehr Blau haben. Boah, ja. Das ist geil, Digga. Bis morgen. Ciao, ciao. Bis 19 Uhr. Morgen 19 Uhr bin ich wieder da. This editor from the shader editor to the timeline. Where is the timeline? Timeline. The length of my animation will be only 5 seconds. That's why I'm going to jump to the output and for the frame in. Ein 11 von 10. Bye, bye. Ciao, ciao. Danke, dass du da warst, Diggi. Which is the length of my animation. I'm going... Okay, wir gehen mal von 0 aus mal. Genau, wir wollen auch die Animation jetzt bauen. Genau. Das sind 215. Stelle. Richtig gut. Danke. Das wird echt krass, Alter. To change it to 24 multiplied by 5. 24 is the frame rate and 5 is the 5 seconds I want. And hit enter. So okay, also man kann 24 mal 5 Sekunden. Mal 5 Sekunden. 100. Wieso funktioniert das jetzt nicht? My animation, I'm going to change it to 24 multiplied by 5. 24 is the frame rate and 5 is the 5 seconds I want. And hit enter. So we will only have to render 120 frames. So let's start animating. Yes, okay. While you're selecting your empty object, hit I. This will basically add a keyframe. Okay, das ist jetzt I, Kamera, genau. And hit I. Ich sehe das irgendwie gerade keins. So irgendwie. Huh. I again, 120 frames. So let's start animating. While you're selecting your empty object. Der ist bei einem
Frame. Hit I. This will basically... I. Ja, ich... Hä? Wieso mag er mich jetzt nicht? add a keyframe and hit So, fertig, okay. I again. Okay, something weird is happening, so let me just jump to the object properties. Okay, it animated the location. We don't want the location, so let's remove all of these. Das ist nicht, was wir wollen, genau. Keyframes. We only want to animate the rotation on the Z-axis, so let's hit this to... Okay, wir wollen nur das animieren. Okay. Add a keyframe for the rotation on the Z-axis, and as a starting point, I want it to be, let's say minus 15, and Blender will forget that, so make sure to double click this, and let's jump to the last frame, and here I want it to be 15, so I will... Dann schau ich mal, was ich jetzt hier möchte. Ja, wäre das jetzt halt die Animation hier. Have an angle like this, hit this to add a keyframe. By default, Blender will make the animation start slower, then go faster, and then slow down. We want this animation to keep the same velocity along the animation. That's why I'm going to select both of these keyframes, hit T for the temporal interpolation, or the keyframe interpolation. D. Along the animation. That's why I'm going to select both of these keyframes. Hit T for the temporal. T, okay. Beides markieren. C. Konstant. Temporal interpolation or the keyframe interpolation and change it to linear. The animation right now. Beides T, linear. Okay, das wollen wir nicht. Wenn ich hier 0 habe. Nein, ich will keinen eigenen Keyframe hier. Wenn ich bei 0 bin. Dann machen wir den Keyframe. Den löschen wir. Dann legen wir den hierher. Dann haben wir ein schön langsames Move. Sieht es hier schön langsam und smooth aus. Nice. We'll keep the same speed for the entire animation. Also, we can do some animation on the planet level. That's why. Ich will es noch ein bisschen langsam haben. Das reicht mir eigentlich schon von der Bewegung her. Deswegen machen wir das mal ganz hinten hin. Dann sollte es sehr langsam sein. Genau. Perfekt. Genau. I'm going to jump to the rendered view from here, and let's jump to, or actually I'm not going to jump anywhere. Let me just get back to this view, and I'm going to add another editor, and this one will be a shader editor. So we'll have the timeline and the shader editor here. Okay. Let's select our plane. Wie hat er das jetzt gemacht? Wie hat er das jetzt gemacht? Hit T for the temporal interpolation or the keyframe interpolation and change it to linear. Okay, ich würde sagen, wir haben heute schon viel erreicht. Wir haben eigentlich alles erreicht. Jetzt ist nur noch ein paar kleine Animationen, die werde ich morgen früh einfach machen und werde den Shit dann einfach rendern über die Nacht, über den Tag dann. Und dann haben wir eine kleine Mini-Animation, die richtig krass wird. Nur noch mal kurz, um das zu zeigen. Wir haben heute das gebaut nochmal. Das ist doch mal verdammt krass. Wir haben heute in dem heutigen Stream von einem Würfel das hier gebaut. Das nenne ich mal super duper krass. Und damit will ich auch sagen, meine Damen und Herren,
das war's für heute. Es war ein schöner Stream. Ich habe viele neue Gesichter, alte Gesichter gesehen. Es hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, Digga. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Und dann würde ich sagen, machen wir da mit einem neuen Projekt weiter. Ciao, ciao.